In den Tiefen einer vergessenen Welt, in der Schatten und Geheimnisse ihre düsteren Kräfte entfalten, entfaltet sich eine Geschichte, die so alt ist wie die Zeit selbst. In einer Ära, in der die Sterne am Himmel leuchten und die Geister der Vergangenheit lebendig zu sein scheinen, kreuzen sich die Wege zweier bemerkenswerter Frauen, deren Schicksal von düsteren Geheimnissen und einem aufregenden Konflikt geprägt ist. Die erste von ihnen erwachte im Herzen eines mystischen Waldes, inmitten der mächtigen Bäume, die Geschichten über Jahrhunderte hinweg gespeichert haben. Sie trägt das Erbe einer uralten Weisheit, kann mit Tieren sprechen und die verborgenen Kräfte der Natur heraufbeschwören. Ihr Ziel ist es, die Geheimnisse ihrer Ahnen zu enthüllen und ihr Volk vor einer drohenden Bedrohung zu schützen. Die zweite Frau ist ein dunkles Rätsel, mit geheimen Kräften, die den Atem rauben. Sie beherrscht die finsteren Künste und hat dunkle Mächte in ihrem Dienst. Sie verfolgt finstere Pläne, die das Gleichgewicht der Welt ins Wanken bringen könnten. In einer Welt, in der Wahrheit und Lüge, Licht und Dunkelheit miteinander verschmelzen, werden diese Frauen in einen epischen Konflikt hineingezogen. Werden sie Helden werden oder den dunklen Verlockungen erliegen? Wird das Licht am Ende triumphieren, oder werden die Seelen in den geheimnisvollen Abgründen verloren gehen? Dies ist die Geschichte von Das Geheimnis der zwei Frauen, ein fesselndes Abenteuer, das den Leser in eine Welt des Rätsels und der Magie entführt. Die Geburt zweier Rivalinnen. Es war ein heißer, drückender Tag in der Kolonie, als Emily St. Clair und Margaret Dubois zur Welt kamen. Der Himmel glühte über dem kleinen Dorf, während die Sonne erbarmungslos auf die rote Erde niederbrannte. Die beiden Mädchen wurden in unterschiedlichen Teilen des Dorfes geboren, und schon in ihren ersten Atemzügen spürte man, dass sie für ganz unterschiedliche Schicksale bestimmt waren. Emily kam in der wohlhabenden St. Clair-Familie zur Welt. Ihr Vater, ein respektabler britischer Kaufmann, und ihre Mutter, eine gebildete und engagierte Frau, träumten von einer besseren Zukunft für die Menschen in der Kolonie. Sie hatten sich dem friedlichen Widerstand gegen den französischen Kolonialismus verschrieben, und Emily wuchs in einer Umgebung auf, die von Bildung, Diskussionen über Gerechtigkeit und Wohlstand geprägt war. Margaret hingegen erblickte das Licht der Welt in einem bescheidenen Hüttenviertel, das von den Kolonialherren weitgehend ignoriert wurde. Ihre Mutter war eine einfache Frau, die sich mit harter Arbeit in den Plantagen durchschlug. Schon früh lernte Margaret die Härten des Lebens kennen, und sie entwickelte eine zähe Entschlossenheit, sich nicht unterkriegen zu lassen. Während Emily von Kindheit an die Bedeutung von Bildung und Frieden gelehrt wurde, sah Margaret die Realität der Armut und des Unrechts, das den Stammesgemeinschaften widerfuhr. Schon als Jugendliche begann sie, Kontakte zu den Banden zu knüpfen, die im Untergrund gegen die Kolonialherrschaft kämpften. Die Versuchungen der Macht und persönlichen Gewinns faszinierten sie. Die Wege von Emily und Margaret kreuzten sich nur selten, und dennoch schienen ihre Leben untrennbar miteinander verknüpft zu sein. Eine unsichtbare Verbindung hatte sich zwischen den beiden Frauen geknüpft, die noch in den Kinderschuhen steckten, und ihr Schicksal sollte sich auf eine Weise entfalten, die niemand voraussehen konnte. In den Jahren, die vor ihnen lagen, würde sich ein erbitterter Kampf zwischen diesen beiden Frauen entfalten. Emily, die für Bildung, Frieden und Gerechtigkeit stand, und Margaret, die die Banden unterstützte und persönliche Macht anstrebte, sollten sich in einem Wettstreit wiederfinden, der die Kolonie für immer verändern würde. Die Dorfbewohner beobachteten neugierig, wie die beiden Mädchen heranwuchsen, ohne zu wissen, dass sie die Hauptfiguren in einem Drama werden würden, das die Zukunft der Kolonie prägen sollte. Obwohl Emily und Margaret selten miteinander in Kontakt kamen, konnte man bereits in ihrer frühen Kindheit erkennen, dass sie unterschiedliche Ansichten und Träume hatten. Emily war eine ruhige und nachdenkliche junge Frau, die sich in ihren Büchern und Gedanken verlor. Sie las von Philosophen und Denkern, die von Freiheit und Gerechtigkeit träumten, und hörte Geschichten von mutigen Männern und Frauen, die sich für diese Werte eingesetzt hatten. Margaret hingegen war lebhaft und voller Energie. Sie war fasziniert von den Geschichten der Banden, die den Kolonialherren Widerstand leisteten. Sie hörte von Raubüberfällen und Sabotageakten, von geheimen Treffen im Dschungel und von jenen, die sich gegen die Kolonialherrschaft auflehnten.
Diese Geschichten weckten in ihr einen rebellischen Geist, der von Rache und Machtträumen geprägt war. Die Eltern von Emily und Margaret beobachteten mit Sorge, wie ihre Töchter aufwuchsen und sich in entgegengesetzte Richtungen zu bewegen schienen. Die Zukunft der Kolonie war unsicher, und niemand konnte ahnen, welch schicksalhafte Rolle diese beiden Frauen in den kommenden Jahren spielen würden. Mit der Geburt von Emily und Margaret hatte sich ein unsichtbarer Faden zwischen ihnen gesponnen, und dieser Faden würde sie in einen erbitterten Kampf führen, dessen Ausgang niemand vorhersagen konnte. Schatten und Licht, Hoffnung und Verzweiflung, die Geschichte zweier Frauen, die in einer Welt des Kolonialismus gefangen waren, hatte gerade erst begonnen. Kapitel 2 – Ein friedlicher Beginn. Die Jahre verstrichen, und sowohl Emily als auch Margaret wuchsen zu selbstbewussten jungen Frauen heran. Emily hatte in den prächtigen Bibliotheken des St. Clair-Anwesens eine umfassende Bildung erhalten. Sie lernte nicht nur die klassische Literatur und Kunst der alten Welt schätzen, sondern auch die philosophischen Ideen, die das Fundament für ihre eigenen Überzeugungen legen sollten. Ihre Eltern, insbesondere ihr Vater, teilten Emilys Überzeugungen für Gerechtigkeit und Bildung. Gemeinsam engagierten sie sich für soziale Reformen und trugen dazu bei, Schulen für die einheimische Bevölkerung zu errichten. Emily wurde zu einer eloquenten Sprecherin für die friedliche Koexistenz zwischen den Kolonialherren und den Stämmen. Margaret hingegen sah die harte Realität des Lebens in den Hüttenvierteln der Kolonie. Ihre Mutter, eine tüchtige Frau, kämpfte jeden Tag auf den Plantagen, um ihre Familie zu ernähren. Margaret konnte die Ausbeutung und Ungerechtigkeit nicht ignorieren, denen die einheimische Bevölkerung ausgesetzt war. Früh hatte sie die Notwendigkeit von Veränderungen erkannt. Die wachsenden Spannungen in der Kolonie machten sich bemerkbar, als immer häufiger Unruhen ausbrachen. Kolonialherren und einheimische Stämme standen sich zunehmend feindlich gegenüber. Der Widerstand gegen die französische Kolonialherrschaft nahm zu, und Margaret, die immer mutiger wurde, fand sich in den Kreisen der Banden wieder, die sich im Untergrund formierten. Während Emily für einen friedlichen Wandel und die Achtung der Menschenrechte eintrat, wurden Margaret und ihre Verbündeten in den Banden immer ruchloser. Sabotageakte, Überfälle und Angriffe auf Kolonialtruppen häuften sich. Der Konflikt verschärfte sich mit jedem Tag. Die Zukunft der Kolonie schien düster, und in den kommenden Jahren würden Emily und Margaret in einen Konflikt hineingezogen werden, der die Kolonie und ihr eigenes Leben für immer verändern sollte. Ein Kampf zwischen zwei Frauen, die für unterschiedliche Ideale standen und deren Schicksale untrennbar miteinander verknüpft waren, hatte gerade erst begonnen. Die Kolonie war ein unruhiger Ort, in dem die Spannungen ständig zunahmen. Emily und Margaret waren zu Symbolen für zwei gegensätzliche Ansichten geworden, die sich in der Kolonie widerspiegelten. Während Emily ihre Gedanken und Ideale in Briefen und Essays ausdrückte und versuchte, die Kolonialherren zu überzeugen, auf den Dialog und die Bildung zu setzen, agierte Margaret im Verborgenen. Ihre Aktivitäten wurden von den Kolonialherren mit Argwohn verfolgt, und die Banden, denen sie sich angeschlossen hatte, wurden zu einer immer größeren Bedrohung. Die französischen Kolonialherren nutzten die wachsenden Spannungen, um ihre Macht zu festigen und die Kontrolle über die Kolonie zu verschärfen. Emily und ihre Mitstreiter appellierten an die Vernunft und riefen zur friedlichen Lösung des Konflikts auf, doch ihre Worte verhallten oft ungehört. Währenddessen schmiedeten Margaret und ihre Verbündeten dunkle Allianzen mit einflussreichen Kolonialherren, die persönliche Interessen verfolgten. Die Banden erhielten Waffen und Geld, um weiterhin Unruhen zu schüren und die einheimischen Stämme gegeneinander aufzuhetzen. Das Schicksal der Kolonie schien in der Schwebe zu sein, und die Zukunft war ungewiss. Emily und Margaret hatten beide eine klare Vorstellung davon, wie die Dinge sein sollten, aber ihre Wege führten in zwei völlig unterschiedliche Richtungen. Die Schatten des Kolonialismus lagen schwer über der Kolonie, und die Geschichte zweier Frauen, die in einer Welt des Kolonialismus gefangen waren, hatte gerade erst begonnen. Kapitel 3 – Die Schatten des Kolonialismus. Die Kolonie war ein Ort der Uneinigkeit und der zunehmenden Spannungen. Während Emily weiterhin für Frieden und Gerechtigkeit kämpfte, wurden die Banden um Margaret immer ruchloser.
Sabotageakte, Überfälle und Angriffe auf Kolonialtruppen häuften sich, und die Konfrontation zwischen den Stämmen und den Kolonialherren verschärfte sich. Die französischen Kolonialherren nutzten die angespannte Situation, um ihre Macht zu festigen und die Kontrolle über die Kolonie zu stärken. Emily und ihre Mitstreiter appellierten an die Vernunft und riefen zur friedlichen Lösung des Konflikts auf, doch ihre Worte schienen inmitten der aufgeheizten Stimmung vergeblich zu sein. Margaret hingegen schmiedete weiterhin dunkle Allianzen und agierte im Verborgenen. Die Banden erhielten Unterstützung von einflussreichen Kolonialherren, die persönliche Interessen verfolgten und die Unruhen in den Stämmen unterstützten. Die Kolonialherren waren bereit, die Banden zu nutzen, um ihre eigene Macht zu sichern. Die Kolonie befand sich in einem gefährlichen Spannungsfeld, und die Zukunft war äußerst unsicher. Emily und Margaret, die für vollkommen unterschiedliche Ziele und Überzeugungen standen, würden sich in einem Konflikt wiederfinden, der die Geschichte der Kolonie für immer verändern sollte. Die Schatten des Kolonialismus lagen schwer über der Kolonie und die Welt der beiden Frauen, die in entgegengesetzte Richtungen strebten, war von Unsicherheit und Unruhe geprägt. In den kommenden Jahren würde sich ein erbitterter Kampf zwischen ihnen entfalten, und niemand konnte die Konsequenzen vorhersehen. Kapitel 4 – Eine respektable Mission. Emily St. Clair hatte sich entschlossen, einen anderen Ansatz zu verfolgen. Sie gründete eine Organisation, die sich für die Versöhnung zwischen den Stämmen und den Kolonialherren einsetzte. Ihre Überzeugung war, dass der Dialog und die Bildung der Schlüssel zu einem friedlichen Wandel in der Kolonie waren. Die St. Clair-Familie setzte ihr Anwesen als Treffpunkt für Diskussionen und friedliche Verhandlungen ein. Emily wurde zu einer eloquenten Sprecherin für die Ideale von Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Sie glaubte fest daran, dass es möglich war, eine Brücke zwischen den Stämmen und den Kolonialherren zu schlagen, und arbeitete hart daran, dieses Ziel zu erreichen. Margaret hingegen fand sich immer tiefer in den Kreisen der Banden wieder. Ihre Aktivitäten wurden gefährlicher, und sie entwickelte sich zu einer Schlüsselfigur in den Plänen der Banden, Unruhen unter den Stämmen zu schüren und die Kolonialherrschaft zu unterstützen. Sie hatte die Versuchungen der Macht und des persönlichen Gewinns nicht widerstehen können. Während Emily und Margaret auf zwei völlig unterschiedlichen Wegen wandelten, veränderte sich die Kolonie um sie herum dramatisch. Die Spannungen zwischen den Stämmen und den Kolonialherren nahmen zu, und die Situation drohte zu eskalieren. Die Zukunft der Kolonie schien düster, und niemand konnte vorhersagen, wie der Konflikt zwischen diesen beiden Frauen ausgehen würde. Ein erbitterter Kampf stand bevor, und die Schicksale von Emily und Margaret würden für immer miteinander verbunden sein, während die Kolonie auf eine ungewisse Zukunft zusteuerte. Die Mission von Emily und die dunklen Machenschaften von Margaret würden sich unausweichlich kreuzen und den Verlauf der Geschichte für immer verändern. Die Organisation, die Emily ins Leben gerufen hatte, wuchs rasch und gewann an Einfluss. Sie wurde zu einem Ort des Zusammenkommens für jene, die an einen friedlichen Wandel in der Kolonie glaubten. Unterstützt von Gleichgesinnten organisierte Emily Bildungsprogramme, Diskussionsforen und soziale Projekte, um das Leben der einheimischen Bevölkerung zu verbessern. Ihre Eltern, insbesondere ihr Vater, waren stolz auf Emilys Engagement und Unternehmungslust. Sie teilten ihre Überzeugungen und unterstützten ihre Mission nach Kräften. Gemeinsam trugen sie dazu bei, Schulen für die einheimischen Kinder zu errichten, um Bildung und Wissen zu fördern. Margaret hingegen fand in den Banden eine Gemeinschaft, die ihre Vorstellungen von Macht und Rache teilte. Sie schloss sich den Plänen an, die Kolonialherren zu destabilisieren und die Stämme gegeneinander aufzuhetzen. Die Versuchungen der Macht und des persönlichen Gewinns faszinierten sie mehr, und sie führte die Banden in gefährliche Operationen. Die Spannungen in der Kolonie nahmen immer weiter zu, und die Zukunft schien ungewiss. Emily und Margaret hatten unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Dinge sein sollten, und ihre Wege führten in zwei völlig entgegengesetzte Richtungen. Während Emily sich für einen friedlichen Wandel und die Achtung der Menschenrechte einsetzte, wurden die Aktivitäten von Margaret immer ruchloser. Die Schatten des Kolonialismus lagen schwer über der Kolonie, und die Geschichte zweier Frauen,
die für völlig unterschiedliche Ideale standen, hatte gerade erst begonnen. Ein erbitterter Kampf zwischen ihnen und den Kräften, die sie repräsentierten, stand unmittelbar bevor, und er würde die Kolonie für immer verändern. In der Organisation von Emily fanden Menschen aus verschiedenen Teilen der Kolonie, unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft, einen gemeinsamen Raum für Diskussion und Zusammenarbeit. Sie glaubte fest daran, dass Bildung und Dialog der Schlüssel zur Überwindung der Spannungen und Konflikte in der Kolonie sein konnten. Gemeinsam mit ihren Mitstreitern arbeitete sie an Projekten zur Verbesserung der Lebensbedingungen und zur Förderung der Bildung in den benachteiligten Gemeinden. Emily St. Clair war entschlossen, ihre Mission voranzutreiben. Sie spürte die Verantwortung, die auf ihren Schultern lastete, und arbeitete unermüdlich daran, die Ideale von Frieden und Gerechtigkeit in der Kolonie zu fördern. Ihre Überzeugung, dass der Dialog und die Bildung der Schlüssel zu einem besseren Leben für alle waren, trieb sie an. Ihre Arbeit in der Organisation war intensiv. Sie leitete Diskussionsrunden, organisierte Bildungsprogramme und führte Gespräche mit den einheimischen Stammesführern. Ihr Ziel war es, Brücken zwischen den verschiedenen Gemeinschaften zu schlagen und Verständnis zwischen den Stämmen und den Kolonialherren zu fördern. Emily wurde zu einer eloquenten Sprecherin für die Ideale von Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Sie hielt leidenschaftliche Reden, in denen sie die Menschen dazu aufrief, an eine bessere Zukunft zu glauben und sich für den Frieden einzusetzen. Sie war fest davon überzeugt, dass der Wandel möglich war, wenn die Menschen bereit waren, miteinander zu sprechen und zuzuhören. Ihre Eltern, die sie immer unterstützten, waren stolz auf ihre Tochter. Ihr Vater, ein respektabler Kaufmann, hatte gesehen, wie sehr sich Emily für die Kolonie und ihre Menschen einsetzte. Gemeinsam mit ihrer Mutter teilte die Familie die Vision einer gerechteren und harmonischeren Gesellschaft. Während Emily sich für Bildung, Dialog und Versöhnung einsetzte, schien die Kolonie um sie herum immer weiter in die Dunkelheit abzurutschen. Die Schatten des Kolonialismus wurden immer bedrohlicher, und die Zukunft blieb ungewiss. In den kommenden Jahren würde sich der erbitterte Kampf zwischen den beiden Frauen, die für völlig unterschiedliche Ideale standen, weiter zuspitzen, und die Kolonie stand vor einer Zeit des Umbruchs und der Unruhe. Kapitel 5 – Das Erwachen des Unbehagens. In der Kolonie spitzten sich die Spannungen weiter zu. Emily und ihre Organisation arbeiteten unermüdlich daran, den Dialog zwischen den Stämmen und den Kolonialherren zu fördern, doch die Banden um Margaret agierten immer aggressiver. Sabotageakte, Überfälle und Unruhen wurden zu regelmäßigen Ereignissen, und die Kolonialherren suchten verzweifelt nach Wegen, die Rebellion niederzuschlagen. Die französischen Kolonialherren begannen, die Banden und ihren wachsenden Einfluss zu fürchten. Sie drängten auf härtere Maßnahmen, um die Unruhen zu unterdrücken, und setzten militärische Truppen ein, um die Banden zu bekämpfen. Emily und ihre Mitstreiter sahen die Gewalt mit Entsetzen, aber sie hielten an ihrer Überzeugung fest, dass der Weg des Friedens der einzig richtige war. Sie appellierte an die Vernunft der Menschen und forderte ein Ende der Gewalt. In ihren Reden und Schriften betonte sie immer wieder die Notwendigkeit des Dialogs und der Versöhnung. Margaret hingegen war weiterhin tief in die Aktivitäten der Banden verstrickt. Sie hatte die Versuchungen der Macht und des persönlichen Gewinns nicht unter Kontrolle, und ihr Einfluss in den Banden wuchs stetig. Die Kolonialherren, die dunkle Allianzen mit den Banden geschmiedet hatten, unterstützten sie weiterhin. Die Kolonie befand sich in einem gefährlichen Spannungsfeld, und die Zukunft war äußerst unsicher. Emily und Margaret, die für völlig unterschiedliche Ideale und Überzeugungen standen, würden sich bald in einem Konflikt wiederfinden, der die Geschichte der Kolonie für immer verändern sollte. Die Gewalt in der Kolonie nahm weiter zu, und die Auswirkungen auf die einheimische Bevölkerung waren verheerend. Die Kolonialherren verfolgten eine Politik der Unterdrückung und Ausbeutung, die die Stämme in Armut und Verzweiflung trieb. Die Plantagenarbeiter wurden zu schlechten Bedingungen beschäftigt, und die einheimischen Ressourcen wurden ausgebeutet, um die Wirtschaft der Kolonialherren zu unterstützen. Während Emily und ihre Organisation weiterhin für einen friedlichen Wandel und die Achtung der Menschenrechte kämpften, wurden ihre Bemühungen von den Kolonialherren oft ignoriert.
Diese waren darauf bedacht, ihre Macht zu festigen und die Kontrolle über die Kolonie zu behalten. Die Banden um Margaret agierten immer aggressiver. Sabotageakte, Überfälle und Angriffe auf Kolonialtruppen häuften sich, und die Kolonialherren sahen in ihnen eine Bedrohung für ihre Herrschaft. Sie forderten die Zerschlagung der Banden und setzten militärische Truppen ein, um die Unruhen zu bekämpfen. Inmitten dieses Konflikts verschlechterten sich die Lebensbedingungen der einheimischen Bevölkerung weiter. Armut und Unterdrückung trieben die Stämme in die Arme der Banden, die sich als ihre Verteidiger ausgaben. Die Situation in der Kolonie wurde immer instabiler, und die Zukunft war äußerst unsicher. Kapitel 6 – Im Auge des Sturms. In der Kolonie herrschte weiterhin Unruhe, und die Spannungen erreichten ihren Höhepunkt. Die Banden um Margaret setzten ihre gewaltsamen Aktionen fort, während die Kolonialherren mit harter Hand gegen jeden vorgingen, der als Bedrohung für ihre Herrschaft galt. Die einheimische Bevölkerung litt unter dem Konflikt und die Ausbeutung durch die Kolonisatoren verschlimmerte sich. Die Organisation von Emily hatte an Einfluss gewonnen, aber ihre Bemühungen, den Dialog und die Versöhnung zu fördern, wurden immer wieder von der Gewalt überschattet. Sie kämpfte leidenschaftlich für eine bessere Zukunft und versuchte, die Menschen dazu zu bewegen, die Waffen niederzulegen und auf friedliche Verhandlungen zu setzen. Doch die Ereignisse schienen außer Kontrolle zu geraten. Die Kolonialherren reagierten mit noch härteren Maßnahmen auf die Banden und die steigenden Unruhen. Die einheimische Bevölkerung wurde unterdrückt und die Plantagenarbeiter mussten in unwürdigen Bedingungen arbeiten. Die Kolonialisierung hatte die Stämme und ihre Ressourcen ausgebeutet und das Land in Armut gestürzt. Während Emily und ihre Mitstreiter für eine bessere Zukunft kämpften, arbeiteten die Kolonialherren und die Banden weiterhin an ihren dunklen Plänen. Margaret hatte sich tief in die dunklen Machenschaften der Banden verstrickt und hatte die Kontrolle über ihre eigenen Taten verloren. Die Kolonie befand sich in einem düsteren Chaos. Die Banden, angeführt von Margaret, zogen eine blutige Spur durch das Land. Ihre Überfälle und Sabotageakte richteten sich gegen die Kolonialherren, aber auch die einheimische Bevölkerung litt unter den Auswirkungen. Die Kolonialherren ihrerseits reagierten mit brutaler Härte und setzten Truppen ein, um die Banden zu zerschlagen. Die ohnehin schon prekären Lebensbedingungen der einheimischen Stämme verschlechterten sich weiter, während die Plantagenarbeiter in erbärmlichen Verhältnissen schuften mussten. Im Auge des Sturms befand sich Emily St. Clair, die unermüdlich für eine bessere Zukunft kämpfte. Ihre Organisation hatte an Einfluss gewonnen, aber ihre Bemühungen, den Dialog und die Versöhnung zu fördern, schienen von der Gewalt überschattet zu werden. Sie hielt leidenschaftliche Reden, in denen sie die Menschen dazu aufforderte, die Waffen niederzulegen und auf friedliche Verhandlungen zu setzen. Doch die Ereignisse schienen außer Kontrolle zu geraten, und die Dunkelheit drohte die Hoffnung zu erdrücken. Die Kolonialherren, besessen von der Erhaltung ihrer Macht und Ausbeutung der Ressourcen, reagierten mit noch härteren Maßnahmen. Sie unterdrückten die einheimische Bevölkerung und ließen keinen Raum für Freiheit oder Gerechtigkeit. Die Kolonisatoren verschärften ihre Kontrolle über das Land und trieben die Stämme in die Armut. Während Emily für eine bessere Zukunft kämpfte, war Margaret tiefer in die dunklen Machenschaften der Banden verstrickt. Die Versuchungen der Macht und des persönlichen Gewinns hatten sie fest im Griff, und sie hatte die Kontrolle über ihre eigenen Taten verloren. Ihr Verlangen nach Rache und Macht trieb sie dazu, noch radikalere Maßnahmen zu ergreifen. Die Kolonie befand sich im Auge eines Sturms, und die Zukunft war von Unsicherheit und Unruhe geprägt. Der Konflikt zwischen Frieden und Gewalt, Dialog und Rebellion, intensivierte sich weiter, und die Schatten des Kolonialismus lagen schwer über der Kolonie. Die Schicksale von Emily und Margaret waren untrennbar miteinander verknüpft, und die Kolonie stand vor einer Zeit des Umbruchs und der Unruhe, in der die Menschlichkeit auf eine harte Probe gestellt werden würde. In den kommenden Kapiteln werden neue Charaktere auftauchen und ihre Schicksale werden in einem komplexen Netz aus Intrigen und Konflikten mit denen von Emily und Margaret verflochten sein. Die Kolonie war ein Ort der Dunkelheit und des Lichts, der Hoffnung und der Verzweiflung, und die Geschichte dieser Menschen wird für immer in ihren Erinnerungen verankert sein. Kapitel 7 – Neue Akteure auf der Bühne.
Inmitten des brodelnden Konflikts, der die Kolonie in seiner Gewalt hielt, begannen sich neue Geschichten zu entfalten und neue Akteure auf der Bühne zu erscheinen. Jenseits der Hauptstadt, wo der Kampf um die Kontrolle der Kolonie am intensivsten tobte, gab es abgelegene Dörfer und unbekannte Helden, deren Schicksal sich mit dem von Emily und Margaret verweben sollte. Einer dieser Helden war Kipata, ein junger Stammeskrieger von beeindruckender Tapferkeit und Weisheit. In einem entlegenen Dorf führte er sein Volk mit Entschlossenheit und einem brennenden Wunsch nach Freiheit an. Sein Herz schlug im Einklang mit dem Verlangen, die Gewalt und die Ausbeutung zu beenden, die seine Gemeinschaft plagten. Gerüchte über Emily's Organisation hatten sich zu ihm durchgeschlichen, und er sah in ihren Ideen eine Möglichkeit, seine Vision von einem vereinten Widerstand der Stämme Wirklichkeit werden zu lassen. Gleichzeitig betrat ein mysteriöser Fremder namens Marcel die Bühne der Kolonie. Er war ein Mann von ungewöhnlicher Begabung und einem geheimnisvollen Hintergrund. Seine Absichten und Motive waren schwer zu durchschauen, da er in rätselhafte Nebel gehüllt war. Marcel durchstreifte die Dörfer und Städte, als ob er die Schatten des Konflikts anziehen würde, wie ein Raubvogel, der seine Beute aus der Ferne erspähte. Niemand konnte seine wahren Absichten ergründen, aber seine Präsenz schien unaufhaltsam in die Spirale der Ereignisse hineinzuziehen. Während Kipata und Marcel ihre eigenen Reisen und Ziele verfolgten, blieben Emily und Margaret weiterhin im Zentrum des Sturms. Die Kolonie zitterte unter der Wucht des Konflikts, und die Zukunft schien von Unsicherheit durchzogen. In den kommenden Kapiteln würden die Geschichten dieser neuen Charaktere mehr und mehr miteinander verflochten und die Handlung zu neuen Höhen führen. Die Kolonie war ein Ort der Dunkelheit und des Lichts, der Hoffnung und der Verzweiflung, und die Geschichte dieser Menschen würde sich für immer in ihr kollektives Gedächtnis einbrennen. Kapitel 8 – Ein Netz aus Verschwörungen. Während sich die Kolonie im Würgegriff des Konflikts befand, schien es, als ob das Schicksal selbst die Akteure in ein riesiges Spinnennetz zog, dessen Fäden sich unaufhaltsam miteinander verflochten. Kipata, der junge und mutige Stammeskrieger, war wie ein Drahtzieher dieses Netzwerks, und er webte beharrlich Verbindungen zu anderen Stammesführern. Gemeinsam trafen sie sich im Geheimen, die Vision einer Allianz vor Augen, die stark genug war, um die Kolonialherren herauszufordern. Es war, als ob die Stämme, die einst getrennt und zersplittert waren, sich nun zu einem gewaltigen Räderwerk zusammenschlossen, um die Ketten der Unterdrückung zu sprengen. Die Treffen von Kipata und den anderen Stammesführern waren wie geheime Zeremonien, bei denen die Glut des Widerstands entfacht wurde. Gemeinsam träumten sie von einer Zukunft, in der die einheimische Bevölkerung die Freiheit und Würde erlangen würde, die ihnen so lange verwehrt worden waren. Die Gedanken dieser mutigen Krieger waren wie Funken, die in der Dunkelheit der Kolonie aufflammten und die Hoffnung auf Veränderung entfachten. Emily, die die Bedeutung dieser Verschwörungen erkannte, sah in Kipata einen Verbündeten, der ihre Ideale teilte. Sie hegte die Überzeugung, dass die Macht des Dialogs und der Zusammenarbeit stärker war als jede Waffe. Gemeinsam planten sie, ein Treffen abseits der Hauptstadt zu organisieren, wo die Vision eines vereinten Widerstands Wirklichkeit werden könnte. Das Netzwerk, das sich um sie herum knüpfte, war wie ein Gewebe aus Entschlossenheit und Träumen, das die Kolonie in seinen Bann zog. Und mittendrin tauchte Marcel, der mysteriöse Fremde, auf, wie eine dunkle Spinne, die am Rande des Netzes lauerte. Seine Absichten waren undurchsichtig, seine Beweggründe ein Rätsel. Doch er schien von den Entwicklungen angezogen zu werden, als ob er die Fäden des Schicksals selbst in seinen Händen hielt und damit begann, ein gefährliches Spiel zu weben. Inmitten dieser komplexen Verflechtungen begannen die Schicksale der Akteure, sich unaufhaltsam aufeinander zuzubewegen. Das Netz der Verschwörung war gewoben, die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, und die Kolonie stand an der Schwelle eines entscheidenden Moments. Emily, die wie ein Fels inmitten des aufgewühlten Ozeans stand und unbeirrt an ihren Idealen von Frieden und Gerechtigkeit festhielt, hörte von Kipatas bemerkenswerten Bemühungen. Ihre Ohren vernahmen das Flüstern der Hoffnung, das sich von Dorf zu Dorf ausbreitete, und sie spürte, dass dies der Wendepunkt sein könnte, auf den sie gewartet hatte. Es war, als ob die Winde des Wandels sie erreichten, und Emily entschied sich, diesen Winden zu folgen.
Die Nachrichten von Kipatas Bemühungen drangen zu Emily vor, wie der Duft von frischem Regen nach einer langen Dürre. Sie sah in ihm einen Verbündeten, einen Gleichgesinnten, der ihre Vision von Frieden und Versöhnung teilte. Gemeinsam träumten sie von einer kollektiven Anstrengung, die stark genug war, um die Ketten der Unterdrückung zu sprengen. Es war, als ob ihre Gedanken und Herzen miteinander verschmolzen und eine gemeinsame Vision entstanden war. Emily und Kipata planten, ein Treffen abseits der Hauptstadt zu organisieren, in einer verborgenen Oase, die von der Gewalt des Konflikts unberührt schien. Es war, als ob sie einen geheimen Ort erschaffen wollten, an dem die Flamme der Hoffnung wieder auflodern konnte. Die Planung dieses Treffens war wie die Schöpfung eines heiligen Ortes, an dem die Vision eines vereinten Widerstands Wirklichkeit werden konnte. Inmitten der Dunkelheit, die die Kolonie umhüllte, schien dieser Akt des gemeinsamen Willens wie ein Strahl Sonnenlicht. Emily und Kipata würden die Waffen der Diplomatie und des Dialogs einsetzen, um eine Brücke zwischen den Stämmen und den Unterstützern ihrer Organisation zu schlagen. Es war, als ob sie den Anfang einer neuen Ära des Zusammenhalts und des Friedens markierten, in der die Kolonie vielleicht ihre wahre Bestimmung finden würde. Marcel, der mysteriöse Fremde, war wie ein Schatten, der am Rande des Geschehens lauerte. Seine Augen, von einer undurchdringlichen Intensität, verrieten wenig über die Gedanken, die in seinem Inneren brodelten. Seine Anwesenheit in der Kolonie war wie das plötzliche Auftauchen eines Nebels in der Nacht, undurchsichtig, unvorhersehbar und voller Geheimnisse. Die Gerüchte über Kipata und Emilys Pläne waren zu ihm gedrungen, wie das leise Flüstern des Windes in den Baumkronen. Marcel schien von den Entwicklungen angezogen zu werden, als ob er von einer unsichtbaren Macht gelenkt wurde. Seine Neugier und sein Interesse an den Geschehnissen ließen vermuten, dass er weit mehr wusste, als er preisgab. Doch Marcels wahre Motive blieben ein gut gehütetes Geheimnis. Er bewegte sich wie ein Schachspieler auf dem Brett des Lebens, und sein eigenes Spiel schien von Regeln zu folgen, die nur er verstand. Er war bereit, sich in die zunehmend komplexen Entwicklungen zu verstricken, und es war, als ob er die Akteure geschickt in ein Netz aus Intrigen verwickelte. Marcel war wie ein Rätsel, das erst gelöst werden musste. Seine Rolle in den kommenden Ereignissen war ungewiss, und die Menschen fragten sich, ob er ein Freund oder Feind, ein Verbündeter oder ein Verräter sein würde. Seine Anwesenheit war wie ein dunkler Schatten, der über die Bühne der Kolonie schwebte, und niemand konnte voraussagen, wie sein Einfluss die Schicksale der anderen Akteure beeinflussen würde. Währenddessen thronte Margaret wie eine Königin der Dunkelheit im Herzen der Kolonie. Ihr Reich erstreckte sich in die Schatten, in die sich nur die wenigsten vorwagten, und sie webte ein Netz aus Intrigen und Geheimnissen, das die Machtverhältnisse in der Kolonie durchdrang. Die Verbindungen, die sie zu den Banden geknüpft hatte, waren wie düstere Fäden, die sie behende lenkte, um ihre Ziele zu erreichen. Margaret hatte es verstanden, dunkle Allianzen mit den mächtigsten und skrupellosesten Kolonialherren zu schmieden. Sie kannte die verborgenen Wünsche und Schwächen der Mächtigen, und sie nutzte dieses Wissen geschickt, um ihren Einfluss auszudehnen. Die Kolonialherren, die einst gedacht hatten, sie könnten Margaret kontrollieren, erkannten nun, dass sie die Kontrolle übernommen hatte. Ihre Macht und ihr Einfluss in den finsteren Ecken der Kolonie wuchsen stetig, wie die Wurzeln eines uralten Baumes, der tiefer in die Erde dringt. Margaret galt nicht länger nur als eine Verführerin der Banden, sondern auch als eine Meisterin der Täuschung und Manipulation. Ihr Reich in den Schatten der Kolonie wurde zu einem gefährlichen Spielbrett, auf dem sie die Fäden zog und die Menschen tanzten nach ihrer Pfeife. Es schien, als ob Margaret die dunklen Energien der Kolonie beherrscht hatte und ihre eigenen finsteren Ziele vorantrieb. Die Macht, die sie über die Schatten ausübte, war wie ein Fluch, der auf der Kolonie lastete, und ihr Einfluss breitete sich wie ein düsterer Nebel aus. Die Zeiten wurden unruhiger, und die Menschen wussten nicht, wie sie dieser bedrohlichen Präsenz entkommen konnten. In den prächtigen Villen der Kolonialherren brodelte die Angst wie ein giftiger Trank. Das Flüstern der aufkommenden Allianz der Stämme und die Aktivitäten von Emily's Organization hatten die Eliten der Kolonie in Unruhe versetzt.
Ihre Macht und ihre Privilegien schienen auf dem Spiel zu stehen, und das weckte den Zorn der Herrschenden. Die Kolonialherren trafen sich hinter verschlossenen Türen, um zu beratschlagen, wie sie diese aufkeimende Bedrohung zerschlagen könnten. Geheime Karten wurden auf den Tischen ausgerollt, und finstere Pläne wurden geschmiedet. Sie wussten, dass sie die Kontrolle über die Kolonie behalten mussten, koste es, was es wolle. In ihren Versuchen, die Verschwörung zu zerschlagen, setzten die Kolonialherren Spione ein, die wie Schatten in der Dunkelheit operierten. Diese schattenhaften Agenten verströmten den Geruch des Verrats und lauerten in den schattigen Gassen, um Informationen über die geplanten Treffen zu sammeln. Ihre Anwesenheit war wie ein unheilvolles Flüstern in der Nacht, das die Akteure der Verschwörung in Unruhe versetzte. Die Kolonialherren wussten, dass sie den Widerstand im Keim ersticken mussten, und sie schreckten vor nicht zurück, um ihre Macht zu verteidigen. Die Spannung in der Kolonie erreichte einen neuen Höhepunkt, als die Fronten sich weiter verhärteten und der Schatten des Konflikts über allem lag. Die kommenden Tage würden entscheidend sein, und die Schicksale der Akteure hingen an einem seidenen Faden, der von den Intrigen der Mächtigen bedroht war. Die Kolonie befand sich in einem Zustand der Anspannung, die sich wie ein unsichtbarer Sturm über das Land legte. Kipata und Emily hatten sich entschlossen, ihr geplantes Treffen abseits der Hauptstadt in die Tat umzusetzen. Es sollte der Moment sein, an dem die Vision eines vereinten Widerstands Gestalt annahm. Die Reise zu diesem geheimen Ort war wie eine Odyssee, bei der Kipata und Emily die Weiten der Wildnis durchqueren mussten. Die Natur selbst schien sich gegen sie zu verschwören, mit ihren undurchdringlichen Wäldern, reißenden Flüssen und gefährlichen Tieren. Doch ihr Entschluss war unbeirrbar, und sie kämpften sich tapfer durch die Herausforderungen. Marcel, der geheimnisvolle Fremde, hatte sich entschieden, den beiden zu folgen, als ob er von der Anziehungskraft des kommenden Treffens magisch angezogen wurde. Seine Anwesenheit war wie ein Schatten, der auf den Fersen der beiden Reisenden lag, und niemand wusste, was in seinem finsteren Gemüt vorging. Währenddessen verfolgte Margaret weiterhin ihre eigenen finsteren Pläne. Ihr Netz der Intrigen hatte die Kolonie fest im Griff, und sie trieb ihre dunklen Allianzen voran. Die Macht der Banden, die einst verstreut und unorganisiert waren, schien zu wachsen, und ihr Einfluss auf das Geschehen in der Kolonie wurde immer deutlicher. Die Kolonialherren, die von den Entwicklungen alarmiert waren, hatten ihre Spione ausgesandt, um mehr über das geplante Treffen von Kipata und Emily zu erfahren. Ihre Bemühungen, die aufkommende Allianz der Stämme zu untergraben, wurden mit jedem Tag intensiver. Während sich die Akteure immer weiter in den Strudel des Konflikts hineinbewegten, schien die Kolonie in einem Zustand der Ungewissheit gefangen zu sein. Die Visionen von Frieden und Freiheit standen im Kontrast zu den dunklen Intrigen und der gnadenlosen Macht der Kolonialherren. Die Reise zu diesem geheimen Treffen war wie ein Pfad, der in das Herz des Sturms führte, und die Schicksale der Akteure hingen am seidenen Faden der Geschichte. Kapitel 9 – Das schicksalhafte Treffen. Der Ort, den Kipata und Emily für ihr geheimes Treffen ausgewählt hatten, war von atemberaubender Schönheit und zugleich von tiefer Symbolik geprägt. Ein von Bäumen umgebener Wasserfall, der in einen klaren See mündete, schien ein heiliger Ort zu sein, an dem die Natur selbst für Versöhnung und Einheit plädierte. Das Rauschen des Wassers und das Zwitschern der Vögel erfüllten die Luft, als Kipata und Emily sich am Ufer des Sees trafen. Die Stammesführer, die Kipata zuvor kontaktiert hatte, waren gekommen, und sie hatten weitere Mitglieder ihrer Gemeinschaft mitgebracht. Ein buntes Mosaik verschiedener Stämme versammelte sich an diesem magischen Ort, und die Blicke der Menschen waren erfüllt von Hoffnung und Entschlossenheit. Sie hatten sich in ihren besten Gewändern herausgeputzt, und die Rituale der Begrüßung und des Austauschs begannen. Emily, die als Gastgeberin fungierte, betrat das Zentrum des Geschehens mit Anmut und Entschlossenheit. Ihr Lächeln war ein Zeichen der Solidarität, und sie sprach von Frieden und Verständigung. Es war, als ob die Visionen der beiden Anführer zu einem kraftvollen Symbol der Einheit verschmolzen, und die Menschen hörten gespannt zu. Marcel, der schattenhafte Beobachter, versteckte sich in den Wäldern und lauschte den Reden, die am Ufer des Sees gehalten wurden. Seine Anwesenheit war ein düsteres Geheimnis, und niemand ahnte, welchen Plan er verfolgte.
Währenddessen bereitete Margaret in der Dunkelheit der Stadt ihre eigenen Schritte vor. Ihr Einfluss in den Schatten der Kolonie hatte sie zu einer mächtigen Figur gemacht, und sie nutzte diese Macht, um ihre dunklen Pläne voranzutreiben. Die Kolonialherren hatten ihre Spione entsandt, um mehr über das Treffen zu erfahren. Ihre Sorge wuchs mit jeder Minute, die verging, und sie fürchteten, dass dieser Akt der Einheit ihre Macht bedrohen könnte. Das schicksalhafte Treffen war wie ein Moment der Hoffnung inmitten der Dunkelheit. Die Augen der Menschen waren erfüllt von Träumen von Freiheit und Frieden, während die dunklen Mächte im Hintergrund ihre Pläne schmiedeten. In diesem Moment am Ufer des Sees schien die Zukunft der Kolonie in der Schwebe zu sein, und das Schicksal hielt den Atem an. Marcel, der Meister des Verborgenen, verschmolz mit den Schatten der Wälder, als ob er selbst ein Teil der Natur geworden wäre. Seine Augen, von einem undurchdringlichen Geheimnis umhüllt, folgten den Reden, die am Ufer des Sees gehalten wurden, als ob er die Essenz der Worte einsaugte. Er war wie ein Raubvogel, der hoch über den Geschehnissen schwebte, und sein Interesse an den Entwicklungen war messerscharf. Seine Anwesenheit war ein Rätsel, das tief in die Köpfe der Anwesenden drang, und ihre Blicke wanderten immer wieder zu den Schatten im Wald. Niemand konnte erahnen, welchen Plan dieser mysteriöse Fremde verfolgte, und seine Präsenz war wie ein unlösbares Puzzle, das die Menschen in seinen Bann zog. Kapitel 10 Erfolg im Dunkeln. Die Versammlung am Ufer des Sees hatte sich in eine beeindruckende Ansammlung von Menschen verwandelt. Stammesführer aus verschiedenen Regionen standen Schulter an Schulter mit den Anhängern von Emily's Organization. Die Vision der Einheit und des Widerstands begann Gestalt anzunehmen. Die Gespräche waren erfüllt von Hoffnung und Entschlossenheit, und die Menschen spürten, dass sie gemeinsam stärker waren. Kipata und Emily sprachen von einem Weg des Friedens und des Widerstands. Sie erzählten von den Opfern und den Träumen, die sie teilten. Die Menge lauschte gespannt, und ihre Worte wurden zu einem lebendigen Feuer, das die Herzen der Anwesenden entfachte. Die Vision von einer besseren Zukunft war zum Greifen nah. Die Menschen begannen, ihre Geschichten zu teilen, Geschichten von Unterdrückung und Leid, aber auch von Entschlossenheit und Stolz. Die Vielfalt der Stämme und Gemeinschaften verschmolz zu einem beeindruckenden Mosaik der Kolonie. Die Einheit war kein abstraktes Konzept mehr, sondern eine lebendige Realität. Die Sonne stand hoch am Himmel, und ihr warmes Licht spiegelte sich auf der Oberfläche des Sees wider. Die Atmosphäre war erfüllt von einer beispiellosen Solidarität, und die Menschen, die einst getrennt und zersplittert waren, fühlten sich jetzt miteinander verbunden. Die Saat des Widerstands war gesät, und die Menschen waren entschlossen, sie gemeinsam zum Keimen zu bringen. Das schicksalhafte Treffen am Ufer des Sees hatte das Erwachen der Einheit in der Kolonie markiert. Kipata und Emily sprachen von einem Weg des Friedens und des Widerstands, der die Kolonie aus den Fesseln der Unterdrückung befreien sollte. Ihre Worte waren gefüllt mit Leidenschaft und Überzeugung, und die Menge lauschte andächtig. Sie erzählten von den Opfern, die die Menschen bereits erbracht hatten, und von den Träumen einer besseren Zukunft. Die Anwesenden hörten von den Geschichten derer, die gelitten hatten, die Familienmitglieder verloren hatten, die ihrer Heimat beraubt worden waren. Aber sie hörten auch von der Entschlossenheit und dem Stolz, der in ihren Herzen brannte. Die Menschen waren erfüllt von einer neuen Energie, und die Vision von Frieden und Gerechtigkeit wurde zu einem lebendigen Feuer, das die Herzen entfachte. Kipata und Emily sprachen von der Notwendigkeit, Brücken zu bauen und Vertrauen zwischen den Stämmen und den Anhängern ihrer Organisation zu schaffen. Die Einheit war nicht mehr nur ein Traum, sondern ein konkreter Pfad, den sie gemeinsam beschreiten wollten. Die Sonne, die hoch am Himmel strahlte, schien als Zeuge des Moments. Ihr warmes Licht umhüllte die Versammlung und spiegelte die Hoffnung, die in den Augen der Menschen leuchtete. Das schicksalhafte Treffen am Ufer des Sees hatte die Herzen der Anwesenden berührt und den Weg des Friedens und des Widerstands vor ihnen eröffnet. Während das schicksalhafte Treffen am Ufer des Sees in vollem Gange war, verharrte Marcel in den Schatten der umliegenden Bäume. Sein Blick war fest auf Kipata und Emily gerichtet, als ob er ihre Worte und Gesten analysierte.
Seine Anwesenheit war wie ein Geheimnis, das in der Luft schwebte, und niemand in der Menge ahnte, welchen Plan dieser mysteriöse Fremde verfolgte. Marcel war wie ein Raubvogel, der hoch über den Geschehnissen schwebte, und sein Blick durchdrang die Szenerie. Seine Absichten blieben im Dunkeln, und seine Gedanken waren ein Rätsel, das niemand zu entschlüsseln vermochte. War er Freund oder Feind? Verbündeter oder Verräter? Die Menschen, die sich versammelt hatten, wussten nicht, was sie von ihm erwarten sollten. Seine Anwesenheit war ein dunkler Schatten, der auf die Versammlung fiel, und seine Stille wirkte wie ein geheimnisvoller Fluch. Marcels Rolle in den kommenden Ereignissen blieb ungeklärt, und die Spannung wuchs mit jeder Minute, die verging. Die Menschen, die von Frieden und Einheit träumten, waren sich nicht bewusst, dass dieser schattenhafte Beobachter ihre Schicksale beeinflussen könnte. Während die Menschen am Ufer des Sees von Hoffnung erfüllt waren und die Visionen von Frieden und Einheit teilten, hatte Margaret in den finsteren Gassen der Stadt ihre eigenen Pläne geschmiedet. Ihr Netzwerk von Banden und Schattenmächten war wie ein unsichtbares Netz, das die Kolonie umschlang. Sie beobachtete das Treffen mit Argwohn und Entschlossenheit, und ihr Einfluss in den Schatten der Kolonie wuchs weiter. Margaret, die sich wie eine Königin der Dunkelheit fühlte, schmiedete ihre dunklen Allianzen mit den einflussreichsten Kolonialherren. Ihre Verbindungen zu den Banden waren tiefer denn je, und sie hatte ihre Kontrolle über die Unterwelt der Kolonie fest im Griff. Die Bandenführer gehorchten ihrem Befehl, und ihre Macht war wie ein unheilvoller Schatten, der sich über die Stadt legte. Die Menschen, die sich am Ufer des Sees für Frieden und Einheit versammelt hatten, ahnten nicht, welchen dunklen Einfluss Margaret ausübte. Ihr Netz aus Intrigen und Macht erstreckte sich bis in die finstersten Winkel der Kolonie, und sie war bereit, jeden, der sich ihr in den Weg stellte, gnadenlos zu bekämpfen. Während die Menge von den Reden von Kipata und Emily ergriffen war, arbeitete Margaret im Verborgenen an ihrer eigenen Vision. Ihre Ziele waren egoistisch, und sie war bereit, die Menschen in den Schatten zu treiben, um ihre Macht zu festigen. Das schicksalhafte Treffen am Ufer des Sees war für sie nur ein Teil des Spiels, in dem sie die Fäden zog. Während das schicksalhafte Treffen am Ufer des Sees in vollem Gange war, hatten die Kolonialherren ihre Spione ausgesandt, um das Geschehen zu beobachten. Diese Spione waren wie Schatten in den finsteren Gassen der Stadt und beobachteten die Versammlung mit misstrauischen Augen. Ihre Mission war es, Informationen über die Verschwörung zu sammeln, die die aufkommende Einheit der Stämme und Emilys Organisation darstellte. Die Spione waren geschult in der Kunst des Verbergens und des Lauschens. Sie mischten sich unter die Menschen und hörten aufmerksam den Reden von Kipata und Emily zu. Ihre Berichte würden an die Kolonialherren übermittelt werden, und die Furcht der Eliten wuchs mit jeder Minute, die verging. Die Kolonialherren sahen in der aufkeimenden Einheit der Stämme und der Organisation von Emily eine Bedrohung für ihre Macht. Sie erkannten, dass dieser Akt der Solidarität ihre Kontrolle über die Kolonie ins Wanken bringen könnte. Die Eliten fürchteten Veränderung und einen Verlust ihrer Privilegien, und sie waren entschlossen, den aufkeimenden Widerstand zu untergraben. Während die Menschen am Ufer des Sees von Hoffnung und Einheit sprachen, befanden sich die Spione der Kolonialherren in den Schatten und arbeiteten daran, Informationen zu sammeln, die die Position ihrer Herren stärken sollten. Das schicksalhafte Treffen war nicht nur ein Moment der Hoffnung, sondern auch ein Moment der Gefahr und Unsicherheit, der die Schatten der Intrige und der Macht auf die Bühne brachte. Das schicksalhafte Treffen am Ufer des Sees war ein Wendepunkt in der Geschichte der Kolonie. Die Visionen von Frieden und Einheit standen im Kontrast zu den finsteren Mächten der Intrige und der Unterdrückung. Die Schicksale der Akteure befanden sich auf einem schmalen Grat, und die Welt der Kolonie war im Begriff, sich unaufhaltsam zu verändern. Die Menschen, die sich am Ufer des Sees versammelt hatten, trugen die Hoffnung auf ihren Schultern und die Erinnerungen an das Leid in ihren Herzen. Sie träumten von einer besseren Zukunft, in der die Macht der Kolonialherren gebrochen und Gerechtigkeit hergestellt werden würde. Die Einheit der Stämme und der Anhänger von Emily war ein Zeichen der Hoffnung, aber auch ein Dorn im Fleisch derer, die ihre Macht bedroht sahen. Die Kolonialherren,
die die aufkeimende Einheit der Stämme mit Sorge und Unruhe beobachteten, hatten ihre Spione ausgesandt, um Informationen zu sammeln und die Verschwörung zu untergraben. Sie waren entschlossen, die Kontrolle über die Kolonie zu behalten und die Aufstände niederzuschlagen. Marcel, der geheimnisvolle Fremde, schien eine Agenda zu verfolgen, die niemand erahnen konnte. Seine Anwesenheit in den Schatten der Bäume war wie ein Rätsel, das tief in die Ereignisse verwoben war. Margaret, die in den finsteren Gassen der Stadt agierte, schmiedete dunkle Allianzen und festigte ihre Macht in den Schatten der Kolonie. Das schicksalhafte Treffen hatte die Schatten der Intrige und der Macht auf die Bühne gebracht, und die Schicksale der Akteure hingen am seidenen Faden der Geschichte. Die Kolonie stand an einem Wendepunkt, an dem die Macht und der Widerstand auf einen schicksalhaften Zusammenprall zusteuerten. Kap 11 Aktiviere die Revolutionäre. Die Versammlung am Ufer des Sees hatte die Grundlagen für eine Allianz der Stämme gelegt. Kipata und Emily waren entschlossen, die Einheit zwischen den verschiedenen Gemeinschaften zu festigen. Gemeinsam mit den Stammesführern begannen sie mit der Planung von Treffen und Verhandlungen, bei denen die Interessen und Ziele der verschiedenen Stämme und der Anhänger von Emilys Organisation ausgetauscht wurden. Die Treffen waren geprägt von Respekt und dem Willen, gemeinsame Lösungen zu finden. Die Stammesführer erkannten, dass ihre Stärke in der Einheit lag und dass sie nur gemeinsam die Kolonialherren herausfordern konnten. Kipata und Emily erzählten von ihren Träumen von Frieden und Gerechtigkeit, und die Anwesenden hörten aufmerksam zu. Die Allianz der Stämme war noch in den Anfängen, aber die Saat war gesät. Die Menschen begannen, sich gegenseitig zu verstehen und Vertrauen zueinander aufzubauen. Die Vision von einer besseren Zukunft wurde konkreter, und die Menge war erfüllt von der Hoffnung auf Veränderung. Das schicksalhafte Treffen hatte den Weg für die Allianz der Stämme geebnet, und die Menschen waren entschlossen, diesen Pfad gemeinsam zu beschreiten. Marcel, der geheimnisvolle Fremde, blieb weiterhin im Hintergrund. Seine Anwesenheit war undurchsichtig, und niemand konnte seine wahren Absichten ergründen. Während die Allianz der Stämme und die Organisation von Emily Gespräche über Einheit und Widerstand führten, schien Marcel darauf zu warten, den richtigen Moment für sein eigenes Eingreifen zu wählen. Sein Blick war weiterhin auf die Geschehnisse gerichtet, und er schien die Entwicklungen mit Interesse zu verfolgen. Doch seine Rolle blieb ein Rätsel, das niemand zu entschlüsseln vermochte. War er ein Freund, der die Visionen von Frieden und Gerechtigkeit unterstützte, oder ein Feind, der seine eigenen dunklen Pläne verfolgte? Die Menschen, die sich in der Allianz der Stämme und der Organisation von Emily engagierten, wussten nicht, was sie von Marcel erwarten sollten. Seine Anwesenheit war wie ein Schatten, der über die Versammlungen und Verhandlungen lag, und seine Absichten blieben verborgen. Inmitten der Bemühungen um Einheit und Widerstand war Marcel ein Rätsel, das die Menschen in Unsicherheit ließ. Während die Allianz der Stämme und die Organisation von Emily daran arbeiteten, die Einheit zu festigen, hatte Margaret in den Schatten der Kolonie ihre eigenen finsteren Pläne geschmiedet. Ihr Netzwerk von Banden und Schattenmächten war ein mächtiges Instrument, das sie nutzte, um ihre Macht zu festigen. Margaret hatte dunkle Allianzen mit den einflussreichsten Kolonialherren geschmiedet. Ihr Einfluss in den Schatten der Kolonie war tiefer denn je. Sie hatte ihre Kontrolle über die Unterwelt der Stadt gefestigt und war bereit, jedes Mittel einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Während die Allianz der Stämme von Hoffnung und Einheit erfüllt war, agierte Margaret im Verborgenen und beobachtete das Geschehen mit Argwohn. Ihr Netzwerk der Intrige erstreckte sich über die gesamte Stadt, und sie war entschlossen, die aufkommende Einheit zu untergraben. Die Menschen, die an Frieden und Gerechtigkeit glaubten, waren sich nicht bewusst, welchen dunklen Einfluss Margaret ausübte. Ihr Netzwerk erstreckte sich bis in die finstersten Winkel der Kolonie, und sie war bereit, die Menschen in den Schatten zu treiben, um ihre Macht zu festigen. Während die Visionen der Allianz der Stämme und der Organisation von Emily wuchsen, spann Margaret ihre eigenen Intrigen im Verborgenen. Die Kolonialherren, alarmiert von der aufkeimenden Allianz der Stämme und der Organisation von Emily, intensivierten ihre Bemühungen.
Die Spione, die sie ausgesandt hatten, beobachteten und berichteten über die Entwicklungen und die Treffen, die zwischen den verschiedenen Gemeinschaften stattfanden. Die Kolonialherren planten, wie sie den aufkommenden Widerstand untergraben und die aufkommende Einheit zerstören konnten. Die Spione hatten sich in die Versammlungen eingeschlichen und lauschten den Gesprächen und Reden aufmerksam. Ihre Berichte würden an die Kolonialherren übermittelt werden, und diese begannen, Strategien zu entwickeln, um die aufkeimende Einheit zu schwächen. Die Furcht der Eliten wuchs mit jeder neuen Information, die von den Spionen gesammelt wurde. Die Kolonialherren waren entschlossen, die Kontrolle über die Kolonie zu behalten, und sie sahen die Allianz der Stämme und Emilys Organisation als Bedrohung für ihre Macht. Die Menschen, die für Frieden und Einheit kämpften, waren sich nicht bewusst, dass die Kolonialherren ihre Bewegungen aus dem Schatten heraus beobachteten und Pläne schmiedeten, um sie zu untergraben. Während die Allianz der Stämme und die Organisation von Emily versuchten, die Einheit zu festigen, hatten die Spione der Kolonialherren ihre Augen auf die Versammlungen gerichtet und planten, wie sie die aufkommende Einheit der Gemeinschaften zerschlagen konnten. Das schicksalhafte Treffen war nicht nur ein Moment der Hoffnung, sondern auch ein Moment der Gefahr und Unsicherheit, in dem die Schatten der Intrige und der Macht auf die Bühne traten. Die Kolonie befand sich auf einem schmalen Grat zwischen Hoffnung und Verzweiflung, zwischen Einheit und Intrige. Die Schicksale der Akteure waren untrennbar miteinander verbunden, und die Welt der Kolonie stand an einem Wendepunkt. Die Balance des Schicksals war fragil, und die Macht und der Widerstand setzten ihren Tanz auf dem schmalen Grat fort. Während die Allianz der Stämme und die Organisation von Emily daran arbeiteten, die Einheit zu festigen, befand sich Marcel, der geheimnisvolle Fremde, noch immer in den Schatten, und seine Absichten blieben undurchsichtig. War er Freund oder Feind? Die Menschen in der Versammlung wussten es nicht. Margaret, die im Verborgenen ihre finsteren Pläne verfolgte, hatte dunkle Allianzen mit den einflussreichsten Kolonialherren geschmiedet. Ihr Netzwerk der Intrige erstreckte sich über die Stadt, und sie war bereit, jedes Mittel einzusetzen, um ihre Macht zu festigen. Die Spione der Kolonialherren beobachteten die Versammlungen, und die Eliten planten, wie sie die aufkeimende Einheit der Stämme und Emilys Organisation untergraben konnten. Die Menschen, die für Frieden und Einheit kämpften, waren sich nicht bewusst, dass die Schatten der Macht sie umgaben und die Welt der Kolonie auf dem schmalen Grat zwischen Hoffnung und Verzweiflung balancierte. Das Schicksal der Kolonie hing am seidenen Faden der Geschichte. Kap 12. Kolonialer Druck. Die Allianz der Stämme und die Organisation von Emily hatten sich darauf geeinigt, dass der Schlüssel zur Einigung und zum Widerstand darin bestand, dass die verschiedenen Gemeinschaften gemeinsam handelten. Kipata, Emily und die Stammesführer arbeiteten hart daran, eine Vereinbarung zu schaffen, die die Grundlage für eine starke Allianz legen würde. In einem historischen Moment trafen sich die Anführer der Stämme und die Vertreter von Emily's Organisation an einem heiligen Ort. Ein großer Kreis wurde gebildet, und in der Mitte befand sich ein Symbol des Friedens. Kipata und Emily ergriffen das Wort und sprachen von den Träumen der Menschen nach Gerechtigkeit und Freiheit. Die Anwesenden tauschten Gaben und Zeichen der Einheit aus, und ein Bündnis wurde geschlossen. Gemeinsam versprachen sie, gegen den Kolonialismus und die Unterdrückung zu kämpfen. Dieser Moment des Aufbruchs zur Einigung war ein Meilenstein, der die Herzen der Menschen erfüllte und die Hoffnung auf Veränderung entfachte. Doch die Herausforderungen und Gefahren, die vor ihnen lagen, waren noch groß. Nachdem die Allianz der Stämme und die Organisation von Emily die Grundlagen für ihre Einigung gelegt hatten, fand eine geheime Zusammenkunft abseits der Stadt statt. Dieses Treffen sollte die Details ihres gemeinsamen Vorgehens klären. Die Stammesführer und die Vertreter von Emilys Organisation versammelten sich in einem abgelegenen Wald, fernab der Augen der Spione und Kolonialherren. In einem Kreis aus Moos und Blumen sprachen sie über Strategien und Ziele. Die Gemeinschaften würden ihre Kräfte bündeln, um den Kolonialismus zu bekämpfen und die Freiheit zu erringen, nach der sie sich sehnten. Kipata und Emily führten die Diskussion und erklärten, wie wichtig es sei, die Herzen der Menschen zu gewinnen und die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen.
Die geheime Zusammenkunft wurde zu einem Ort des Vertrauens und der Einheit, an dem die Akteure ihre Visionen von Frieden und Gerechtigkeit teilten. In dieser abgelegenen Enklave, umgeben von der Natur, wurde der Grundstein für den kommenden Widerstand gelegt. Die Menschen schworen, zusammenzuhalten, und der Pakt der Einigung wurde gestärkt. Doch sie wussten, dass die Dunkelheit der Intrigen und der Macht noch nicht besiegt war, und der Weg vor ihnen würde nicht einfach sein. Während die geheime Zusammenkunft im Wald stattfand, trat Marcel aus den Schatten der Bäume hervor und enthüllte seine wahren Absichten. Sein Gesicht war von Entschlossenheit gezeichnet, als er den Anwesenden erklärte, dass er ein Verbündeter im Kampf gegen den Kolonialismus sei. Marcel offenbarte, dass er tiefe Wurzeln in der Kolonie hatte und Zeuge der Ungerechtigkeiten geworden war. Sein Wunsch, gegen die Kolonialherren zu kämpfen, war aufrichtig, und er bot seine Fähigkeiten und Kenntnisse an, um die Bewegung zu unterstützen. Die Anwesenden waren zunächst skeptisch, aber Marcels Worte und Taten überzeugten sie von seiner Aufrichtigkeit. Er erklärte, dass er Spione unter den Kolonialherren hatte und Informationen sammeln konnte, die der Allianz der Stämme und der Organisation von Emily nützlich sein würden. Marcel wurde in die Gemeinschaft aufgenommen, und die geheime Zusammenkunft nahm eine unerwartete Wendung. Seine Enthüllung stärkte die Entschlossenheit der Anwesenden, gemeinsam gegen die Unterdrückung vorzugehen. Doch sie waren sich bewusst, dass die Gefahr weiterhin lauerte, und ihre Wachsamkeit blieb bestehen. Während die Allianz der Stämme und die Organisation von Emily die geheime Zusammenkunft im Wald abhielten, schmiedete Margaret im Verborgenen ihre eigenen finsteren Pläne. Sie hatte von den Entwicklungen erfahren und erkannt, dass die Macht der Bewegung wuchs. Margaret beschloss, ihre dunklen Allianzen zu nutzen, um den Widerstand zu untergraben. Sie kontaktierte die einflussreichsten Kolonialherren und stellte ihnen ein Netzwerk von Banden und Spionen zur Verfügung, um die Aktivitäten der Allianz zu infiltrieren und Informationen zu sammeln. Ihre finsteren Absichten wurden noch verstärkt, als sie erfuhr, dass Marcel, der geheimnisvolle Fremde, sich der Bewegung angeschlossen hatte. Sie wusste, dass Marcel Zugang zu geheimen Informationen hatte, und ihre Sorge wuchs. Margaret setzte alles daran, die Schatten der Intrige über die Bewegung zu legen und ihre Macht zu festigen. Während die Allianz der Stämme und Emilys Organisation von Einheit und Hoffnung erfüllt waren, spann Margaret ihre eigenen Intrigen im Verborgenen, um die aufkeimende Bewegung zu untergraben. Die Gefahr der Dunkelheit war noch nicht besiegt, und die Menschen mussten wachsam bleiben. Während die Allianz der Stämme und die Organisation von Emily in der geheimen Zusammenkunft im Wald vertieft waren, wurden ihre Bemühungen von einer unerwarteten Entdeckung unterbrochen. Ein Mitglied der Gemeinschaft, das aufmerksam gewesen war, hatte Spione in der Nähe bemerkt. Die Spione, die im Auftrag der Kolonialherren handelten, hatten sich in der Nähe des Treffpunkts versteckt, um Informationen über die Aktivitäten der Allianz zu sammeln. Doch sie wurden von einem aufmerksamen Mitglied der Bewegung enttarnt. Ein Alarm wurde ausgelöst, und die Spione wurden gestellt. Sie wurden festgenommen und verhört, wobei sie Informationen preisgaben, die von unschätzbarem Wert waren. Die Anwesenden erfuhren, dass die Kolonialherren Informationen über die geheime Zusammenkunft erhalten hatten und dass sie Pläne schmiedeten, um die Bewegung zu untergraben. Diese Entdeckung stärkte die Entschlossenheit der Allianz der Stämme und der Organisation von Emily, gegen die Unterdrückung anzukämpfen. Die Bedrohung der Spione wurde entschärft, aber die Gefahr der Intrigen und der Macht war noch nicht gebannt. Die Menschen waren sich bewusst, dass sie auf ihrem Weg zur Einigung und zum Widerstand wachsam sein mussten. Kapitel 13 – Ein Herz aus Eis. Nach der geheimen Zusammenkunft und der Entdeckung der Spione begannen die Vorbereitungen für den Widerstand in der Kolonie. Die Allianz der Stämme und die Organisation von Emily mobilisierten ihre Anhänger und schmiedeten Pläne, um den Kolonialherren entgegenzutreten. Es wurden Versorgungsrouten etabliert, um die Gemeinschaften mit Nahrung und Ressourcen zu versorgen. Die Menschen begannen, sich auf den kommenden Konflikt vorzubereiten, indem sie Waffen und Verteidigungsmaßnahmen entwickelten.
Die Vision von Frieden und Gerechtigkeit trieb die Menschen an, und sie waren bereit, alles zu riskieren, um die Unterdrückung zu beenden. Die Stammesführer und Emilys Organisation arbeiteten gemeinsam an Strategien, um den Widerstand zu koordinieren und die Herzen der Bevölkerung zu gewinnen. Die Spannung in der Kolonie stieg und der Konflikt zwischen den Mächten eskalierte. Die Menschen waren entschlossen, für ihre Träume von Freiheit und Gerechtigkeit zu kämpfen, und die Bühne für die Entscheidungsschlacht war bereitet. Mit den Vorbereitungen für den Widerstand in vollem Gange eskalierte der Konflikt zwischen den Kolonialherren und den Befürwortern von Frieden und Gerechtigkeit. Die Kolonialherren erkannten die wachsende Bedrohung und mobilisierten ihre Truppen, um die Bewegung niederzuschlagen. Die Straßen der Kolonie wurden von Soldaten und Söldnern durchzogen, und die Menschen lebten in ständiger Angst vor Repressalien. Doch die Entschlossenheit der Allianz der Stämme und der Organisation von Emily wuchs, und sie wurden zu einer Einheit im Widerstand. Kämpfe und Scharmützel brachen in der Kolonie aus, während die Menschen für ihre Überzeugungen kämpften. Die Gemeinschaften verteidigten ihre Dörfer und Ressourcen gegen die Angriffe der Kolonialherren. Der Konflikt eskalierte weiter, und die Menschen waren bereit, alles zu opfern, um ihre Träume von Freiheit zu verwirklichen. Die Kolonialherren, die die aufkommende Einheit der Bewegung als Bedrohung für ihre Macht sahen, setzten alle Mittel ein, um den Widerstand zu unterdrücken. Doch die Menschen glaubten an ihre Sache und kämpften mit Entschlossenheit für eine bessere Zukunft. Die Entscheidungsschlacht rückte näher, und die Kolonie befand sich in einem Zustand der Unruhe und des Konflikts. Während der Konflikt zwischen den Kolonialherren und den Befürwortern von Frieden und Gerechtigkeit eskalierte, nahm die Spannung in der Kolonie eine gefährliche Wendung. Die Menschen, die für ihre Überzeugungen kämpften, sahen sich mit immer größerer Gefahr konfrontiert. Die Kolonialherren intensivierten ihre Bemühungen, den Widerstand zu brechen. Sie verfolgten eine Politik der harten Hand und versuchten, die Bewegung mit Gewalt zu unterdrücken. Die Straßen waren von Konflikten und Unruhen geprägt, und die Menschen litten unter den Auswirkungen des Konflikts. Inmitten dieses Chaos begannen die Anhänger der Bewegung, untereinander und mit den Stammesführern enger zusammenzuarbeiten. Sie stärkten die Gemeinschaft und vertrauten darauf, dass die Einheit ihre Stärke war. Der Druck auf die Kolonialherren wuchs, und sie erkannten, dass sie die Kontrolle über die Kolonie zu verlieren drohten. Die Menschen in der Bewegung waren entschlossen, für ihre Träume von Freiheit zu kämpfen, und sie waren bereit, alles zu riskieren. Die gefährliche Wendung des Konflikts ließ die Kolonie erzittern, und die Entscheidungsschlacht rückte immer näher. Die Menschen waren entschlossen, für eine bessere Zukunft zu kämpfen, koste es, was es wolle. Die Spannung in der Kolonie erreichte ihren Höhepunkt, als sich die verschiedenen Gruppen und Gemeinschaften auf die Entscheidungsschlacht vorbereiteten. Die Allianz der Stämme und die Organisation von Emily hatten ihre Strategien verfeinert und waren bereit, sich den Kolonialherren entgegenzustellen. Der Konflikt erreichte seinen Höhepunkt, als die beiden Seiten aufeinander trafen. Die Schlacht war heftig, und die Klänge von Waffen und Kampfgebrüll erfüllten die Luft. Die Menschen kämpften mit Entschlossenheit und Herz, denn sie wussten, dass dies der entscheidende Moment war. Die Entscheidungsschlacht wog schwer auf den Schultern aller Beteiligten. Die Kolonialherren setzten ihre Truppen und Ressourcen ein, um den Widerstand zu brechen, aber die Bewegung hatte die Einheit und den Glauben an ihre Sache auf ihrer Seite. Der Ausgang der Schlacht war ungewiss, und die Kolonie zitterte vor Spannung. Die Menschen kämpften für ihre Träume von Freiheit und Gerechtigkeit, und sie waren entschlossen, nicht aufzugeben, egal wie hoch der Preis sein mochte. Die Entscheidungsschlacht würde die Zukunft der Kolonie bestimmen, und die Menschen waren bereit, alles zu opfern, um ihre Visionen von Frieden und Freiheit zu verwirklichen. Kapitel 14 – Das Echo der Entscheidungsschlacht. Die düstere Stille legte sich über die Kolonie wie ein schwerer Schleier, nachdem die Klänge des Kampfes verklungen waren. Die Straßen, einst durchzogen von Kämpfen und Unruhen, lagen nun still, getränkt vom Schmerz und der Erschöpfung derjenigen, die für ihre Überzeugungen gekämpft hatten. In den Trümmern der Entscheidungsschlacht spiegelten sich die Hoffnungen und Ängste der Menschen wider. Die Bewegung, gezeichnet von den Opfern, hatte ihre Einheit bewiesen.
Doch die Wunden der Schlacht waren tief und die Zukunft der Kolonie hing nun in der schmerzhaften Schwebe zwischen Sieg und Niederlage. Diejenigen, die die Schlacht überlebt hatten, blickten mit müden, aber entschlossenen Augen auf die Trümmerlandschaft. Ihre Seelen waren durch den Konflikt geprägt, ihre Träume von Frieden und Freiheit waren jedoch ungebändigt. Die Kolonialherren, in ihrer Verzweiflung, hatten versucht, die Bewegung mit harter Hand zu brechen. Doch sie hatten die Kraft der Überzeugung unterschätzt, die in den Herzen der Menschen lebte. Die Entscheidungsschlacht war nicht nur ein physischer Kampf, sondern auch ein Kampf um die Seele der Kolonie. In den ruhigen Momenten nach dem Sturm fanden die Überlebenden Trost in der Gemeinschaft, die gestärkt aus der Schlacht hervorgegangen war. Die Visionen von Frieden und Freiheit waren vielleicht noch nicht vollständig verwirklicht, aber sie brannten weiterhin wie ein unvergängliches Feuer in den Herzen der Menschen. Während die Sonne über die geschundene Kolonie aufging, stieg ein Gefühl der Unsicherheit, aber auch der Hoffnung auf. Das Echo der Entscheidungsschlacht würde noch lange durch die Geschichte der Kolonie hallen, und die Menschen waren bereit, die Herausforderungen der Zukunft mit der gleichen Entschlossenheit anzugehen. Kapitel 15 – Das Erwachen der Freiheit. Die Spannung in der Kolonie erreichte ihren Höhepunkt, als sich die verschiedenen Gruppen und Gemeinschaften auf die Entscheidungsschlacht vorbereiteten. Die Allianz der Stämme und die Organisation von Emily hatten ihre Strategien verfeinert und waren bereit, sich den Kolonialherren entgegenzustellen. Der Konflikt erreichte seinen Höhepunkt, als die beiden Seiten aufeinander trafen. Die Schlacht war heftig, und die Klänge von Waffen und Kampfgebrüll erfüllten die Luft. Die Menschen kämpften mit Entschlossenheit und Herz, denn sie wussten, dass dies der entscheidende Moment war. Die Entscheidungsschlacht wog schwer auf den Schultern aller Beteiligten. Die Kolonialherren setzten ihre Truppen und Ressourcen ein, um den Widerstand zu brechen, aber die Bewegung hatte die Einheit und den Glauben an ihre Sache auf ihrer Seite. Der Ausgang der Schlacht war ungewiss, und die Kolonie zitterte vor Spannung. Die Menschen kämpften für ihre Träume von Freiheit und Gerechtigkeit, und sie waren entschlossen, nicht aufzugeben, egal wie hoch der Preis sein mochte. Die Entscheidungsschlacht würde die Zukunft der Kolonie bestimmen, und die Menschen waren bereit, alles zu opfern, um ihre Visionen von Frieden und Freiheit zu verwirklichen. Inmitten des Chaos und der Verzweiflung begann jedoch ein Funke der Hoffnung zu glimmen. Die Menschen erkannten, dass ihre Einheit und ihr gemeinsamer Kampf mehr waren als nur ein Widerstand. Es war das Erwachen der Freiheit, das Durchbrechen der Ketten der Unterdrückung. Die Sonne ging unter, und die Schlacht dauerte an. Doch in den Herzen der Menschen erstrahlte ein unerschütterliches Gefühl der Freiheit. Der Kampf war nicht nur auf den Schlachtfeldern, sondern auch in den Seelen jedes Einzelnen. Die Entscheidungsschlacht markierte den Beginn eines neuen Kapitels. Egal, wie der Ausgang sein würde, die Menschen hatten bereits gewonnen, sie hatten den Mut gefunden, für ihre Träume zu kämpfen, und das war das wahre Erwachen der Freiheit. Kapitel 16 – Die Befreiung. Das Schlachtfeld war gezeichnet von den Spuren des Konflikts, als die Entscheidungsschlacht in vollem Gange war. Doch inmitten des Chaos und der Verzweiflung begann ein Wandel einzusetzen, ein Zeichen, dass die Freiheit nicht länger unterdrückt werden konnte. Die Menschen kämpften mit letzter Kraft, und die Klänge des Kampfes vereinten sich mit einem mächtigen Ruf nach Freiheit. Die Allianz der Stämme und die Organisation von Emily fanden eine Kraft, die tiefer ging als die Waffen, die sie trugen, die Kraft der Überzeugung, der Gemeinschaft und der gemeinsamen Vision. Die Entscheidungsschlacht erreichte ihren Höhepunkt, als die Menschen ihre letzte Anstrengung unternahmen. Die Kolonialherren, einst so sicher ihrer Macht, spürten die Erschütterung der aufbegehrenden Menschen. Und dann geschah etwas Unerwartetes. Einige der Truppen der Kolonialherren, von der Kraft der Einheit und dem Wunsch nach einem gerechten Frieden berührt, wechselten die Seiten. Dieser Akt der Befreiung sendete eine Welle der Hoffnung durch die Reihen der Befürworter der Freiheit. Die Entscheidungsschlacht neigte sich dem Ende zu, und als der Rauch des Konflikts sich lichtete, wurde klar, die Menschen hatten gesiegt. Die Ketten der Unterdrückung wurden durchbrochen, und die Kolonie erlebte das Erwachen einer neuen Ära. Die Straßen, einst Schauplatz von Gewalt und Unruhe, füllten sich nun mit Menschen, die sich in Freiheit umarmten.
Die Allianz der Stämme und die Organisation von Emily hatten nicht nur einen Konflikt überstanden, sondern eine Bewegung der Freiheit ins Leben gerufen. Die Befreiung war nicht nur physisch, sondern auch eine Befreiung der Herzen und Seelen. Die Menschen hatten gezeigt, dass der Wunsch nach Frieden und Gerechtigkeit stärker war als jede Form der Unterdrückung. Das Kapitel schloss sich mit einem Gefühl der Erfüllung. Die Befreiung war nicht nur ein Sieg über die Kolonialherren, sondern ein Triumph des menschlichen Geistes. Und während die Menschen den Weg der Freiheit beschritten, wussten sie, dass ihr Erbe eine Geschichte der Einheit, des Widerstands und des triumphierenden Sieges über die Dunkelheit war. Kapitel 17 – Der Triumph der Freiheit. Die Sonne brach durch die Wolken des vergangenen Konflikts und erleuchtete eine Kolonie, die endlich im Glanz der Freiheit erstrahlte. Der Triumph der Freiheit war nicht nur ein Sieg auf dem Schlachtfeld, sondern auch ein Sieg der Menschlichkeit über die Schatten der Unterdrückung. Der Widerstand hatte gesiegt, und die Menschen fanden sich in den umarmenden Strahlen eines neuen Morgens wieder. Die Allianz der Stämme und die Organisation von Emily hatten nicht nur den Krieg gewonnen, sondern auch eine Bewegung für Freiheit und Gerechtigkeit geschaffen, die die Herzen der Menschen erleuchtete. Die Straßen waren nicht mehr von Kampf und Zerstörung gezeichnet, sondern von der Feier des Lebens und der Gemeinschaft. Die Menschen, die einst in Angst gelebt hatten, umarmten sich nun in der Gewissheit, dass ihre Einheit stärker war als jede Form der Tyrannei. Emily, die unbeirrt an ihren Idealen festgehalten hatte, wurde zur Symbolfigur des Widerstands und der Hoffnung. Ihr Name hallte durch die Kolonie, geflüstert in Ehrfurcht und Dankbarkeit. Ihr Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit hatte Früchte getragen. Und die Menschen ehrten sie als eine Heldin ihrer Zeit. Die Verbündeten von Emily wurden zu Helden in den Augen der Gemeinschaft. Kipata, der junge Stammeskrieger, der den Weg der Einigung ebnete, wurde als Brückenbauer gefeiert. Marcel, der mysteriöse Fremde, wurde zu einem Symbol der Vielfalt und Zusammenarbeit. Die Kolonie sah nicht nur das Ende eines Krieges, sondern auch den Beginn eines neuen Kapitels. Die Menschen verpflichteten sich, die Werte der Freiheit und Gerechtigkeit zu bewahren, und versprachen, die Lehren des Widerstands an kommende Generationen weiterzugeben. Die Freiheitsglocken erklangen, und die Menschen feierten nicht nur den Sieg über die Unterdrückung, sondern auch den Sieg der Menschlichkeit. Der Triumph der Freiheit war mehr als nur ein Kapitel in der Geschichte der Kolonie, es war das Erwachen einer neuen Ära, in der die Träume von Frieden und Gerechtigkeit Wirklichkeit wurden. Inmitten der Freude und des Jubels wurden die Trümmer des vergangenen Konflikts beseitigt, und die Kolonie begann einen Wiederaufbau. Die Menschen arbeiteten gemeinsam daran, ihre Gemeinschaft zu stärken und eine Zukunft zu schaffen, die auf den Grundprinzipien von Frieden und Zusammenhalt beruhte. Emily, die in den Herzen der Menschen als Symbol der Hoffnung verankert war, setzte sich weiterhin für den Aufbau einer gerechten Gesellschaft ein. Gemeinsam mit den Stammesführern, Kipata und Marcel, sowie anderen engagierten Bürgern schmiedete sie Pläne für eine Kolonie, in der die Wunden des Krieges heilen und die Saat der Einheit weiter gedeihen konnte. Die Gemeinschaft wurde zu einem lebendigen Netzwerk von Unterstützung und Solidarität. Die Menschen erkannten, dass ihre Vielfalt ihre größte Stärke war, und sie setzten sich dafür ein, Brücken zu bauen, anstatt Mauern zu errichten. Der Wiederaufbau war nicht nur physisch, sondern auch ein spiritueller Prozess, der die Seele der Kolonie erneuerte. Der Krieg war vorbei, aber die Lehren des Widerstands würden weiterleben. Die Schulen lehrten Geschichten der Einheit und des Triumphs über die Dunkelheit. Die Kinder spielten auf den wiederhergestellten Plätzen, und ihre Lieder erzählten von der Freiheit, die sie jetzt erlebten. Die Allianz der Stämme und die Organisation von Emily wurden zu Säulen der Unterstützung für die Gemeinschaft. Sie setzten sich für Bildung, Gerechtigkeit und den Schutz der Umwelt ein. Die Menschen fanden in ihnen nicht nur Anführer, sondern auch Wegweiser auf dem Pfad zu einer harmonischen Zukunft. Die Kolonie blühte auf, und die Menschen spürten, dass sie einen Wendepunkt erreicht hatten. Der Triumph der Freiheit war nicht nur ein Ereignis, sondern ein Vermächtnis, das die Grundfesten der Gesellschaft umgestaltet hatte. Die Menschen hatten gelernt, dass die wahre Stärke nicht in der Macht der Waffen, sondern in der Kraft der Einheit und des Glaubens lag.
Die Kolonie stand vor einer neuen Ära, einer Ära, die von Frieden, Gerechtigkeit und der unerschütterlichen Überzeugung geprägt war, dass die Menschlichkeit gemeinsam stark ist und dass die Freiheit das kostbarste Gut eines jeden Einzelnen ist. Kapitel 18 – Die Spuren des Sieges und des Opfers. Der Himmel über der Kolonie klarte auf, und während die Menschen den Triumph der Freiheit feierten, wurden die Spuren des Krieges und die Opfer, die er gefordert hatte, sichtbar. Die Freude über den Sieg war durchzogen von einer tieferen Melancholie, während die Menschen sich der Opfer bewusst wurden, die für diesen Moment gebracht worden waren. Der Widerstand hatte einen hohen Preis, und die Menschen trugen die Narben des Konflikts auf ihren Herzen. Familien trauerten um geliebte Menschen, die im Kampf gefallen waren, und die Gemeinschaft erinnerte sich an diejenigen, die ihr Leben für die Freiheit hingegeben hatten. Emily, die unbeirrt an ihren Idealen festgehalten hatte, stand an der Spitze der Gedenkfeiern für die Gefallenen. In ihrer Rede würdigte sie die Tapferkeit und Hingabe derer, die ihr Leben für eine gerechtere Zukunft geopfert hatten. Tränen der Trauer und des Stolzes vermischten sich, als die Menschen sich daran erinnerten, dass Freiheit oft einen hohen Preis fordert. Die Straßen der Kolonie waren gesäumt von Denkmälern und Gedenkstätten, die an die Opfer erinnerten. Die Namen der Gefallenen waren in Stein gemeißelt, und Blumen schmückten die Plätze, auf denen sie kämpften. Die Menschen nahmen sich Zeit, um zu reflektieren und denjenigen zu gedenken, die nicht mehr unter ihnen waren. Der Widerstand hatte nicht nur physische Opfer gefordert, sondern auch emotionale und psychologische. Diejenigen, die den Krieg überlebt hatten, trugen die Erinnerungen an Verlust und Zerstörung in sich. Die Gemeinschaft erkannte die Notwendigkeit von Heilung und Unterstützung für diejenigen an, die durch die Wirren des Konflikts gezeichnet waren. Trotz der Trauer und des Schmerzes, der das Ende des Krieges begleitete, war der Sieg des Widerstands ein Symbol der Hoffnung. Die Menschen verpflichteten sich, die Erinnerung an die Gefallenen lebendig zu halten und ihre Träume von Freiheit und Gerechtigkeit weiterzuführen. Die Kolonie begann nun einen Weg der Erneuerung, eine Reise, die von der Erinnerung an die Vergangenheit geprägt war, aber auch von der Entschlossenheit, eine bessere Zukunft aufzubauen. Die Menschen trugen die Last der Opfer, aber sie trugen sie gemeinsam und mit dem Versprechen, dass ihr Opfer nicht umsonst gewesen war. Die Gemeinschaft wandte sich der Unterstützung derjenigen zu, die durch den Krieg verletzt worden waren. Rehabilitationszentren wurden errichtet, um den physischen und seelischen Heilungsprozess zu fördern. Die Kolonie verband sich in einer noch tieferen Solidarität, um diejenigen aufzufangen, deren Leben durch den Konflikt beeinträchtigt worden war. Es wurden Gedenkveranstaltungen abgehalten, nicht nur um die Vergangenheit zu ehren, sondern auch, um einen Raum für Trost und Gemeinschaft zu schaffen. Menschen unterschiedlicher Hintergründe und Überzeugungen kamen zusammen, um ihre Trauer zu teilen und sich gegenseitig in diesen schweren Zeiten zu stützen. Emily, die weiterhin eine Führungsperson in der Kolonie war, setzte sich aktiv für die Unterstützung der Opfer ein. Ihr unerschütterlicher Glaube an die Menschlichkeit und die Notwendigkeit, aus dem Schmerz der Vergangenheit zu lernen, inspirierte die Menschen, sich gemeinsam für Heilung und Versöhnung einzusetzen. In den Schulen wurden Programme zur Förderung von Verständnis, Toleranz und Frieden eingeführt. Die Kinder, die die schmerzhaften Tage des Krieges vielleicht nicht persönlich erlebt hatten, wurden darin unterrichtet, die Werte der Freiheit und den Wert des Lebens zu schätzen. Während die Kolonie sich dem Weg der Erneuerung näherte, spürten die Menschen, dass sie durch die Dunkelheit gegangen waren und nun ins Licht traten. Der Sieg des Widerstands war nicht nur eine Befreiung von Unterdrückung, sondern auch ein Weckruf, sich auf das Wesentliche im Leben zu besinnen. So schloss sich Kapitel 18 mit der Überzeugung, dass aus den Trümmern des Krieges nicht nur eine Erinnerung an Verlust, sondern auch eine Verpflichtung zu Frieden und Zusammenhalt erwachsen würde. Die Kolonie trug die Narben der Vergangenheit, aber sie trug sie mit der Gewissheit, dass die Opfer nicht umsonst waren und dass aus der Asche des Konflikts eine blühende Zukunft entstehen konnte. Kapitel 19. Die geheimnisvolle Rückkehr. Die Nachricht von Margarets Auftritt in der Arena verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die Kolonie. Menschen aus allen Ecken strömten zusammen, angetrieben von der Hoffnung auf eine vereinte Rebellion gegen die Schatten der Vergangenheit.
Die Straßen füllten sich mit gespannter Erwartung, als die Menge sich vor der Arena versammelte. Die Gerüchte über Margarets Rückkehr hatten die Herzen der Menschen erfüllt, denn sie galt als Schlüsselfigur im Untergrund, der die finsteren Allianzen mit den Kolonialherren geschmiedet hatte. Die Aussicht auf ihre Konfrontation schürte die Flammen des Widerstands und weckte den lang unterdrückten Geist der Rebellion. Als die Menge in der Arena zusammenströmte, wurde die Luft mit Spannung geladen. Die Menschen erwarteten, dass Margaret vor ihnen treten würde, bereit für den Kampf gegen das Unrecht. Doch als sich die Tore der Arena öffneten, erschien nicht Margaret, sondern eine Botschaft, die auf einer Leinwand projiziert wurde. Auf dem Bildschirm erschien Emily C., die unbeirrt an ihren Idealen festhielt. Ihr Gesicht strahlte Ruhe und Entschlossenheit aus, als sie begann zu sprechen. Meine Mitbürgerinnen und Mitbürger, begann sie, heute ist ein entscheidender Tag für unsere Kolonie. Doch der Weg des Wandels liegt nicht in der Konfrontation, sondern in der Einigung. Es stellte sich heraus, dass Margaret nicht zurückgekehrt war, um eine Rebellion anzuführen, sondern um einen Dialog zu beginnen. Emily C. und Margaret hatten sich in der Stille getroffen, fernab der Arena, um über die Zukunft der Kolonie zu sprechen. Sie erkannten, dass der wahre Weg des Widerstands nicht in der Konfrontation, sondern in der Überwindung von Differenzen und in der Schaffung einer gemeinsamen Vision lag. Die Menge lauschte still, als Emily C. ihre Vision einer gerechten und freien Kolonie teilte. Sie sprach von Zusammenarbeit, von der Überwindung der Vergangenheit und dem Aufbau einer gemeinsamen Zukunft. Die Menschen, die zuerst enttäuscht über die Abwesenheit einer Rebellion waren, begannen zu verstehen, dass der Weg des Friedens und der Veränderung oft subtiler und mächtiger ist als der des Konflikts. Die Stille in der Arena wurde durch die Worte von Emily C. durchbrochen, die wie ein sanfter Wind durch die Menge strichen. Der Weg des Widerstands liegt nicht in der Zerstörung, sondern in der Erschaffung, verkündete sie. Wir müssen Brücken bauen, nicht Mauern, um eine Zukunft zu schaffen, die auf Einheit und Verständnis basiert. Die Menschen lauschten ihren Worten, und während anfangs einige skeptisch waren, begannen viele zu erkennen, dass der Pfad des Dialogs eine mächtige Waffe im Kampf für Gerechtigkeit sein konnte. Emily C. erzählte von ihrer Begegnung mit Margaret und davon, wie sie gemeinsam nach Wegen suchten, um die Spaltung in der Kolonie zu überwinden. Die Bilder auf der Leinwand zeigten, wie die beiden Frauen zusammenkamen, um ihre unterschiedlichen Perspektiven zu teilen. Sie sprachen über die Schmerzen der Vergangenheit, über Missverständnisse und über die tiefen Gräben, die die Kolonie gespalten hatten. Doch in ihrem Dialog fanden sie auch Gemeinsamkeiten und einen gemeinsamen Traum von Frieden und Freiheit. Während Emily C. sprach, wandten sich die Blicke der Menschen voneinander ab und richteten sich auf die Leinwand. Es entstand ein Gefühl der Gemeinschaft, der Hoffnung und der Möglichkeit einer Veränderung. Die Arena, die zuerst als Schauplatz einer vermeintlichen Rebellion gedacht war, wurde nun zum Ort des Aufbruchs in eine neue Ära. Emily C. schloss ihre Rede mit den Worten: Lasst uns gemeinsam diesen Weg des Dialogs gehen, lasst uns die Mauern der Differenzen niederreißen und eine Brücke zur Einheit bauen. Die wahre Revolution liegt im Herzen eines jeden von uns, bereit, sich für eine bessere Zukunft zu öffnen. Die Menschen verließen die Arena nicht mit dem Geschrei der Rebellion, sondern mit einem Gefühl der Reflexion und des Wandels. Kapitel 20 – Die Geburt einer neuen Ära. Die Kolonie stand an der Schwelle zu einer neuen Ära des Wandels und der Einigung. Die Worte von Emily C. hatten den Funken der Hoffnung entfacht, und die Menschen begannen, sich aktiv am Dialog zu beteiligen. Gemeinsame Versammlungen, Diskussionen und Foren wurden zu lebendigen Orten des Austauschs, an denen die Gemeinschaft über ihre Träume und Ängste sprach. Emily C. und Margaret setzten sich gemeinsam für einen Prozess der Versöhnung und Veränderung ein. Sie luden Führungspersonen der Stämme, Vertreter der Gemeinschaft und sogar ehemalige Unterstützer der Kolonialherren ein, sich an einem großen Treffen zu beteiligen. Die Menschen spürten, dass dies der Moment war, um die Grundlagen für eine gerechte und vereinte Zukunft zu legen. Das Treffen noch einmal fand an einem symbolträchtigen Ort statt, in einem wiederhergestellten Gemeinschaftszentrum, das einst als Ort der Spaltung diente.
Die Türen öffneten sich und Menschen aus allen Bereichen der Kolonie betraten den Raum. Die Atmosphäre war gespannt, aber auch erfüllt von einem Gefühl der Hoffnung und der Bereitschaft zur Veränderung. Emily C. ergriff das Wort und sprach von den Herausforderungen der Vergangenheit, aber auch von den Chancen für eine gemeinsame Zukunft. Sie betonte die Notwendigkeit, Vorurteile und Misstrauen zu überwinden, um die Grundlagen für eine gerechte Gesellschaft zu schaffen. Margaret teilte ihre persönlichen Erfahrungen und sprach über die Erkenntnis, dass der wahre Feind nicht in den Menschen, sondern in den Strukturen der Ungerechtigkeit lag. Die Diskussionen, die folgten, waren tiefgreifend. Menschen aller Hintergründe und Überzeugungen teilten ihre Geschichten, ihre Träume und ihre Ängste. Es entstand ein Dialog der Offenheit und der gegenseitigen Achtung. Die Mauern der Trennung begannen zu bröckeln, und die Saat der Einheit wurde in die Herzen der Menschen gepflanzt. Das Treffen markierte nicht das Ende aller Herausforderungen, aber es war der Beginn eines kollektiven Engagements für den Wandel. Die Menschen verließen den Raum mit dem Bewusstsein, dass sie Teil einer Bewegung waren, die sich nicht gegen, sondern für eine gemeinsame Vision erhob. Kapitel 21 – Die Wiedergeburt einer Gemeinschaft. Die Kolonie stand vor den Trümmern dessen, was Krieg und Kolonialismus hinterlassen hatten. Zerstörte Gebäude, verwüstete Landschaften und gebrochene Seelen erinnerten an die dunklen Tage der Unterdrückung. Doch inmitten dieser Überreste lag auch die Möglichkeit der Wiedergeburt, der Wiederaufbau einer Gemeinschaft, die durch den Schmerz hindurchging und gestärkt daraus hervortrat. Die Menschen begannen mit der physischen Rekonstruktion ihrer Umgebung, doch sie erkannten, dass die wahre Heilung in der Wiederherstellung der sozialen und emotionalen Gewebe lag. Gemeinschaftszentren wurden zu Orten der Zusammenkunft, der Therapie und der Versöhnung. Die Menschen setzten sich zusammen, um ihre Geschichten zu teilen und die kollektiven Wunden zu heilen. Die Rückkehr zu den Wurzeln, zu dem, was die Gemeinschaft vor dem Kolonialismus war, begann. Die Menschen griffen auf traditionelle Praktiken zurück, um ihre Verbindung zur Natur und zu ihren kulturellen Wurzeln zu stärken. Gemeinschaftsprojekte blühten auf, die die kollektive Verantwortung für die Umwelt und füreinander betonten. In den Schulen wurde ein neuer Lehrplan eingeführt, der die Geschichte der Kolonie umfassend und wahrheitsgemäß behandelte. Die Kinder lernten nicht nur über die Herausforderungen der Vergangenheit, sondern auch über die Kraft der Einheit und den Wert der Vielfalt. Die Erziehung wurde zu einem Instrument des Wandels und der Versöhnung. Die Kunst, die während der finsteren Zeiten oft unterdrückt wurde, erlebte eine Wiedergeburt. Künstlerinnen und Künstler setzten ihre Werke ein, um die Gefühle der Gemeinschaft auszudrücken und einen Raum für Reflexion und Dialog zu schaffen. Die Straßen wurden mit Farben und kreativen Ausdrucksformen belebt, die das Leben und die Hoffnung wiederbrachten. Die Rückkehr des Lebens zu dem, was es vor dem Kolonialismus war, symbolisierte nicht nur einen physischen Wiederaufbau, sondern auch eine geistige Erneuerung. Die Menschen entdeckten neue Wege der Zusammenarbeit, der Solidarität und des Friedens. Gemeinsam trugen sie dazu bei, eine Gemeinschaft aufzubauen, die auf den Prinzipien der Gerechtigkeit, Freiheit und Einheit basierte. Die Strahlen der aufgehenden Sonne tauchten die Kolonie in ein warmes Licht, das symbolisch für den Neubeginn stand. Das Erwachen aus den Schatten der Vergangenheit war nicht nur eine körperliche Erneuerung, sondern auch ein spiritueller Wandel. Gemeinschaften, die einst getrennt waren, kamen zusammen, um eine Zukunft zu schaffen, die von Hoffnung, Zusammenhalt und Frieden geprägt war. Die Menschen fanden Wege, um Verbindungen zu stärken, die über die unterschiedlichen Stämme und Gemeinschaften hinausreichten. Hand in Hand arbeiteten sie an Projekten, die die ökologische Nachhaltigkeit, die kulturelle Vielfalt und die soziale Gerechtigkeit förderten. Gemeinsam schufen sie eine Umgebung, in der jeder Einzelne einen Platz hatte und geschätzt wurde. Schulen wurden zu Zentren des Wissens und der Toleranz, in denen die Lehren der Vergangenheit nicht vergessen, sondern als Mahnung für eine bessere Zukunft betrachtet wurden. Kinder wuchsen in einer Umgebung auf, die geprägt war von Respekt, Verständnis und der Bereitschaft, aus der Geschichte zu lernen. Die Gemeinschaft förderte den Dialog über das, was gewesen war, und suchte gemeinsam nach Lösungen für die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft.
Ein Klima des Vertrauens und der Zusammenarbeit entstand, während die Menschen sich auf das gemeinsame Ziel ausrichteten, eine Gemeinschaft aufzubauen, die auf Liebe und Respekt basierte. In den Straßen hörte man nicht mehr den Lärm der Waffen, sondern das Lachen der Kinder, das Singen der Vögel und das Summen des Lebens. Märkte blühten auf und die Menschen teilten ihre Güter und Geschichten. Künstlerinnen und Künstler nutzten ihre Talente, um die Vielfalt der Kultur und die Schönheit des Lebens zu feiern. Das Kapitel des Neubeginns wurde durch Rituale und Feierlichkeiten geprägt, die das Ende eines dunklen Kapitels und den Beginn einer Ära der Einheit markierten. Die Gemeinschaft, die einst durch Spaltung und Konflikt geprägt war, blühte auf und entfaltete sich zu einer blühenden Landschaft des Friedens und der Harmonie. Kapitel 22: Ein Ende, das ein Anfang ist. Die Gemeinschaft hatte eine Reise des Wandels, der Heilung und der Einigung durchlaufen. In diesem letzten Kapitel stand die Kolonie vor dem Abschluss einer Geschichte, die von Schmerz, Widerstand und schließlich von der Kraft der Gemeinschaft geprägt war. Ein großer Versammlungsplatz wurde geschaffen, um die Abschlussfeierlichkeiten abzuhalten. Menschen aus allen Ecken der Kolonie versammelten sich, um gemeinsam das Ende eines bedeutenden Kapitels zu feiern und den Beginn einer neuen Ära zu markieren. Die Atmosphäre war mit Emotionen geladen, ein Gefühl der Dankbarkeit für Überleben, für Vergebung und für die Gelegenheit, gemeinsam eine Zukunft zu schaffen. Diejenigen, die in den Kämpfen gelitten hatten, wurden geehrt und erhielten den Respekt, den sie verdienten. Diejenigen, die zur Heilung und Wiederaufbau beigetragen hatten, wurden als Helden gefeiert. Emily C., Margaret und Kipata, die einst so unterschiedlich schienen, standen gemeinsam auf der Bühne. Ihr gemeinsames Ziel, die Gemeinschaft zu einen und Hoffnung zu schenken, hatte Früchte getragen. Die Menschen hörten den Worten der Dankbarkeit zu, die sie an die Gemeinschaft richteten, und teilten ihre Träume von einer Zukunft, die von Verständnis, Frieden und Zusammenhalt geprägt war. In einer bewegenden Zeremonie pflanzten die Menschen einen Baum, ein Symbol des Lebens, der Wurzeln, die tief in die Vergangenheit reichten, und der Äste, die sich in die Zukunft erstreckten. Jeder trug einen Beitrag. Sei es ein Gedicht, ein Lied, ein Kunstwerk oder einfach nur ihre Präsenz, um diesen symbolischen Baum der Einheit zu schaffen. Die Feierlichkeiten gipfelten in einem Moment der Stille und des Innehaltens. Die Menschen hielten inne, um die Bedeutung des Augenblicks zu erfassen, und schauten auf das, was sie gemeinsam erreicht hatten. Das letzte Kapitel dieser Geschichte schloss sich mit einem Gefühl der Erfüllung, der Versöhnung und der Aussicht auf eine leuchtende Zukunft. Das Erbe der Gemeinschaft wurde von Generation zu Generation weitergereicht, und die Geschichte, die einst von Schmerz und Widerstand geprägt war, wurde zu einer ewigen Erzählung von Zusammenhalt, Vergebung und Liebe. Die Kinder, die unter dem Schatten vergangener Herausforderungen aufwuchsen, hatten die Möglichkeit, in einer Welt der Akzeptanz und Freiheit aufzuwachsen. Die Gemeinschaft hatte ihre Wurzeln tief in den Boden der Vergangenheit geschlagen, aber ihre Äste reichten hoch in den Himmel der Zukunft. Die Menschen hatten gelernt, aus der Dunkelheit der Geschichte zu schöpfen und das Licht der Hoffnung zu nähern. In den Schulen wurde die Bedeutung der Einheit und des Respekts vor der Vielfalt gelehrt, um sicherzustellen, dass die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt wurden. Die Erinnerung an diejenigen, die im Kampf für Gerechtigkeit und Freiheit ihr Leben gelassen hatten, wurde in den Herzen der Menschen bewahrt. Dennoch war das Erbe nicht von Trauer, sondern von Inspiration und Entschlossenheit geprägt. Die Gemeinschaft hatte gelernt, dass das größte Denkmal für diejenigen, die gegangen waren, die Schaffung einer besseren Welt war. Die Straßen waren lebendig mit Geschichten und Gesängen, die die kulturelle Vielfalt der Kolonie feierten. Die Märkte waren erfüllt von Lachen und Gesprächen, während die Menschen ihre Waren und Erfahrungen teilten. Die Kunst blühte auf und die Künstlerinnen und Künstler nutzten ihre Talente, um die Schönheit des Lebens und die Vielfalt der menschlichen Erfahrung zu feiern. Ein Denkmal in Form des Baums der Einheit stand als ständige Erinnerung auf dem zentralen Platz der Kolonie. Menschen kamen dort zusammen, um zu reflektieren, zu ehren und ihre Verbundenheit mit den Werten der Gemeinschaft zu erneuern. Der Baum,
der einst als Symbol der Hoffnung gepflanzt wurde, hatte Wurzeln geschlagen und wuchs weiter, um den Himmel zu berühren. Die Gemeinschaft lebte weiter in der Erzählung ihrer Menschen. Die ewige Geschichte von Widerstand und Heilung, von Dunkelheit, die dem Licht weicht, und von der unzerbrechlichen Kraft der Einheit. Denn in den Herzen der Menschen war die Überzeugung tief verwurzelt, dass die wahre Schönheit der Gemeinschaft in ihrer Fähigkeit lag, gemeinsam zu wachsen und die Liebe über alle Grenzen hinweg zu tragen. So endete die ewige Geschichte der Gemeinschaft nicht mit einem Punkt, sondern mit einem offenen Buch, das von den kommenden Generationen weitergeschrieben werden sollte. Eine Geschichte von Hoffnung, Einheit und Liebe, die sich unaufhaltsam durch die Zeit fortsetzte.